Männers, wunderschönen guten Abend zusammen, was geht? Nette Mucke, genau so sieht's aus. Was geht? Ein wunderschönen guten Montag, Abend, Nachmittag, ihr Lieben, was geht? Alles fresh, in the Tash oder gibt was zu meckern hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einem meinen Knusper-Ding hier zu Ende lutschen. Ich grüße euch alle. Einen wunderschönen. Euch allen zusammen zu dieser neuen kleinen Watchparty hier. Wir ziehen uns heute wieder Halbfinale, 2 Halbfinals plus ein Finale ein. Und ich hoffe, das wird wieder ein bisschen amüsant, ein bisschen, ne, wir können wieder alle zusammen einfach, ich muss nicht schwitzen, aber wir können beim Zusehen wir können anderen beim Schwitzen zusehen, so rum. Das finde ich immer manchmal ganz amüsant und ganz gut, weil sonst mache ich das immer selber und das ist manchmal gar nicht so chillig. Wie heute zum Beispiel. Wie geht's, wie steht's? Moin, 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 moin. Wolltest du uns nicht mit Mädels begrüßen? Mädels, ich grüße euch. Recht herzlich. Alle zusammen, hier. Alle, die hier am Start sind. Hamster, Meerschweinchen, Goldfische, Mädels, Männers, alles, was am Start ist. Grüßt euch. Grüß Gott, genau, den grüßen wir auch. Mahlzeit. Wir warten tatsächlich, oder ich warte gerade hier noch auf das World Feed, wenn es so willst. Und deswegen, es ist noch alles entspannt gerade. Wir können noch ein bisschen quatschen. Ich bin aber eine Seegurke. Ja, es wird schwierig, ne? Dann dauert die Anmoderation nächstes Mal, muss ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein bisschen früher online gehen hier. Siehst knackig aus wie immer. Ich habe mir extra einen Pullover heute angezogen, weil, wenn du selber nicht fährst und Fenster auf hast, ist ein Pullover gut. Aber selbst wenn du Fenster auf hast und ein Pullover an hast und fährst, ist dir irgendwann viel zu warm. Obwohl es draußen jetzt gerade, ich weiß nicht, 2 Grad oder so sind. Es ist, ne, kennt ihr das? Ihr seid so ein bisschen am Frieren, euch ist nicht so, ne, also euch ist ein bisschen kalt und dann fangt ihr mit Simracing an und habt einen Pullover an. Oh, 14 Minuten noch. Warte, Moment, hier, es geht gleich los. In 14 Minuten, wir machen schon mal so. Muten uns aber mal hier so langsam oder machen wir mal ein bisschen leiser. So, sobald ihr ein paar Runden gefahren seid, ihr schmeißt alles weg. Alles, was an Textilien an euch dran ist, weg. PC heizt genug, das stimmt auch, genau. Grüßt euch, Leute. Schön, dass ihr da seid. Lars, grüße dich. Martin, egal voll. Knipsi, Luca Racing, Gallo, Dutch Racer, Marco F1 Racing, Air Lucky, Johann, Stefan, Dynamic Matzi, alle am Start. Ronny ist am Start. VRTL, Fabi. VRTL hört sich so an. Das hört sich ja nach irgendeinem F1 E-Sports Gedöns an. Wahrscheinlich tue ich dir jetzt gerade zu Unrecht hier. Domenico, Moinsen, Grüße, Nils, Justus, Flix, Lasun, Danilo, Patrick, Davide, steht nur für Virtual. Ah, okay. Ich habe schon wieder zu weit gedacht.
Alles fresh, Leute. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht viel mitbekommen, ehrlich gesagt, von dem ESL-Gedöns, was an diesem Wochenende stattgefunden hat. Warum habe ich überhaupt hier nur 480p? So, jetzt haben wir es richtig. Hanks, echter Terror. Dr. One, Boys, Brody, Jano. Grüße, Grüße, Grüße. Aber es kommt noch mit der E-Sports-Karriere. Perfekt. Das klingt doch noch im Plan. Gab es eigentlich schon Keys? Nein, gab es tatsächlich noch nicht. Keys für die, falls du die jetzt hier für die Beta meinst. Ich weiß nicht, wie da der Zeitplan ist. Ich habe nichts gehört, wann es da losgehen soll. Keine Ahnung. Hans, was geht? Moinsen. Moin, moin, moin. Gestern eine Stunde Olden Park, danach musste ich auch duschen. Ohne Scheiß, Olden Park ist so eine Strecke, wann bin ich dieses letzte Mal gefahren? Vor einem Jahr? Oder so in ACC? Also ist schon unfassbar lange her. Es gibt so Strecken in ACC, die bist du... Also Olden Park ist, glaube ich, die Strecke, die ich am allerlängsten nicht gefahren bin. Solda bin ich mal vor... Wann sind wir in Solda mal gefahren? Da sind wir noch gegen Jadi im Regen gefahren. Aber sonst... Olden Park ist so eine Strecke, die... Es ist eigentlich eine super geile Strecke. Ne? Und niemand fährt sie. Traurigerweise. Genau, Solda war Pro Series. Olden Park müsste eigentlich... Snetterton zähle ich gar nicht mit rein, weil die fahre ich nie. Also die existiert für mich nicht. Aber Olden Park ist eine geile Strecke, die aber sehr, sehr selten gefahren wird. Also ich glaube, im nächsten Kalender müsste auf jeden Fall mal irgendwo Olden Park mit dran sein. Sanford bin ich auch lange nicht gefahren, ja, das stimmt. Sanford ist auch so ein Ding. Wie viel hat dein Setup gekostet? Mein Setup, boah, ich rechne das, also ich habe das immer mal so grob überschlagen. Das kommt immer darauf an, wenn du alles mit reinzählst, mit PC und mit allem drum und dran, was man jetzt hierfür braucht. Boah, weiß nicht, da bist du schon so fünfstellig, so im Bereich zwischen 10.000 und 15.000 irgendwas. Aber wie gesagt, da zählt dann alles mit rein. Zum Beispiel die Kamera, das brauchen ja die meisten Leute nicht, die einfach nur Simracing betreiben. Die brauchen ja keine Kamera oder so. Es sei denn, du willst mal irgendwann streamen oder sowas, dann kannst du ja dir auch eine Webcam für einen Huni holen. Das reicht am Anfang auch vollkommen aus. Aber wenn du dir dann so Kameras holst, die eine gute Qualität haben sollen, dann bist du ruckzuck auch bei knapp 1.000 Euro für so eine Kamera. Dann kommen Monitore, dann kommen Lichter, überall leuchtet und... Ne? So ist das. Luis, moinsen. Off-Season. Ja, Off-Season ist, tut mal ganz gut. Ja. Aber du bist dann auch spätestens nach 3 Tagen, denkst du dir so, boah, wann geht's hier los? So irgendwie, weiß ich nicht. Ist dann bei mir manchmal, ja. Ne, als Content Creator bist du froh, wenn immer was stattfindet und du lieber ein bisschen zu viel als zu wenig hast. Ja, genau, der Red Pixel hier da, der... Verschwinde! Ich weiß auch nicht, ey, ob man das Ding irgendwie wieder wegkriegt oder so. Was weiß ich. Ist das schon Season 10? Alter, Leute, Season 10 ist... Ich weiß noch, wo wir Season 3 hatten oder sowas. Das ist schon so... Also... Wir sind schon so weit irgendwie bei LFM. Was für ein Lendenwirbelkissen benutzt du? Einfach mal bei Amazon eingeben. Es war... warte mal. Ich kann dir das zeigen. Obwohl, dann krieg ich es wieder nicht so rein, wie es da reingehört. Oh. Dreckig. Der Krümmelbix. Ah, dieses ist es. Ich sollte mal wieder Staubsaugen hier im Rig. Ah, ist doch super. Warum habe ich hier überhaupt gerade auf Pause gemacht? Nee, es hat sich von alleine aufgegangen. Dachte erst, der Junge sitzt da im Bademantel. Nee, es ist tatsächlich nur ein Pullover. Aber es ist auch gerade irgendwie sehr entspannt.
Ja, der Krümelmix. Das ist, wenn du mal hier, obwohl ich esse gar nicht so viel im Rig hier, also ab und zu mal während eines Endo-Renns mal hier und da ein bisschen, aber es geht eigentlich. Aber die Krümel, die sind einfach da, Leute. Auch wenn nichts ist, sind die Krümel da. So. Marc, grüße dich. Heinz, moin moin. Ich überlege mir eine Moza R9 zu holen. Jeder weiß ich nicht, welches Rig man am besten nehmen soll. Es gibt so viele verschiedene und ich habe keine Ahnung. Es kommt erstmal darauf an, wie viel Geld du ausgeben willst und wie viel Platz du hast. Und beim Rig kannst du eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen. Also im Endeffekt besteht ein Rig aus diesen Aluprofilen. Und da ist es im Endeffekt wichtig, klar, ne, also du musst natürlich gucken, dass das deinen Bedürfnissen entspricht, ne, je nachdem, wie groß du bist oder wie viel Platz du oder was du damit machen willst am Ende des Tages, darauf kommt es halt an. Wenn du was sehr Kompaktes haben willst, da gibt es auch schon relativ günstige, glaube ich, bei Motedes. Motedes kann man, glaube ich, relativ günstig kaufen, aber es gibt auch andere Quellen. Also einfach mal im Discord fragen, bei mir unten in der Stream-Beschreibung findest du auch mal einen Discord-Link. Es gibt genügend Leute mittlerweile, die da Ahnung haben, wo man gerade was am besten bestellen kann. Aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Also beim Rig kannst du echt nicht so viel verkehrt machen, sage ich mal. Der Stream stand aber nicht im nicht existenten Streamplan. Das war auch ein ganz, ja, was heißt spontan? Vorgestern oder so, oder ne, wann war das? Am Freitag habe ich erstmal gecheckt, dass überhaupt dieses Wochenende wieder Rennsport stattfindet. Oder die ESL stattfindet. Und dann habe ich mir gedacht, dann bietet sich das ja wieder an, weil wir haben heute kein Rennen und dann machen wir das. Nächste 24er wird das 24 Stunden Paul Ricard in 3 Wochen. Das wird geil. Genau, gestern habe ich es ja auch gesagt, ja. Genau, es gibt ja auch, müsst ihr mal beim Simrace Shop gucken, diese Track, wie werden die geschrieben? T-R-E-Q oder so? Track Rigs oder von GT Omega gibt es da welche, von Simlab gibt es da welche, also die sind alle gut, würde ich jetzt mal so sagen. Ne, Gran Turismo 7 fahre ich nicht. Also, weiß ich nicht. Reizt mich jetzt nicht, das zu fahren, ne. Genau, Aluprofile sind auch halt echt flexibel, beziehungsweise nicht die Aluprofile an sich sind flexibel, sondern du kannst es halt so erweitern, wie du willst. Oh, Herr Gambal. Na, wie geht's? Warte mal, heute ist Montag und heute war doch irgendeine Klausur. Ich glaube, dir geht's gut, weil du erleichtert bist. Oder kann man so oder so sehen. Vielleicht geht's ja auch nicht gut. Aber ich glaube doch. Wann geht's los bei denen? Es geht in knapp 5 Minuten los. Also um kurz nach 18 Uhr. 18:01 Uhr. Wieso bist du nicht das 12 Stunden auf Sebring in iRacing gefahren? Du, weil wir am Wochenende selber ein 6-Stunden-Rennen hatten bei RCI. Und dann ist das schwierig, beides gleichzeitig zu machen. Das Logitech Pro Racing Wheel habe ich noch nicht angetestet, nein. Mich würde es aber tatsächlich auch mal interessieren, ob es das Geld wert ist. Weil ich glaube, es ist so oder so, kann man sagen, bestimmt ein gutes Lenkrad. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer für das, was es ist. Ich glaube, wie viel bezahlst du? 1400 Euro oder sowas mit Pedalen und allem? Irgendwie so. Also mit diesen Load-Cell-Gedöns-Pedalen und so. Servus, Eagle. Ja, aber welche Rennen wir in iRacing fahren, kann ich euch gar nicht sagen, weil das ist halt auch immer davon abhängig, was wir in ACC fahren. SRO-Quali endet ja am Mittwoch. Dann müssen wir erstmal gucken, was wann in SRO ansteht. Dann VEM, RCI, Rendurance. Das sind schon mal 3 oder eher gesagt 4 große Endurance-Geschichten. Dann hast du so gut wie an jedem Wochenende wahrscheinlich was. So, ne? Und das ist dann halt die Sache.
Da musst du ganz genau gucken, was du wann fährst. Du willst ja auch so ein iRacing-Rennen, ne, da willst du ja auch genießen können. Und nicht mal im reinspringen und dreimal einplanken und dann abstellen. Boah, welche Bremskraft man bei Fanatec Load Cell Pedalen empfiehlt, keine Ahnung. Also falls AC2 relativ zeitnah kommt im Laufe des nächsten Jahres, also ich weiß nicht, für Anfang 2024 haben sie es ja angekündigt oder so, oder Frühling 2024. Wenn das kommt und es ist ungefähr parallel mit Rennsport, ich kann es euch nicht sagen. Es kommt halt auf verschiedene Faktoren an. Ich glaube, vom reinen Fahren her und von den Möglichkeiten her würde mich, Stand jetzt, also mir gefällt das Fahren an sich in ACC zum Beispiel, Stand jetzt gerade besser als in Rennsport. Vom Gefühl her und weil ich es halt auch einfach kenne, weil in Rennsport ist das Ganze eher so ein bisschen drifty-mäßig und so, was jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht ist, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Was magst du? Ne? Was liegt dir? Und womit kannst du dich besser identifizieren so? Und da fühlt sich halt ACC für mich eigentlich momentan ganz gut an. Jetzt mal gucken, wie es mit 1.9 ist. Und wenn AC2 darauf aufbaut und sich auch sehr authentisch fahren lässt, glaube ich, dass AC2 schon sehr, sehr geil werden kann, je nachdem, was Kunos daraus macht. Aber man weiß halt nicht, was da alles kommen wird, ne? Das ist die Frage. Also grundsätzlich bin ich immer offen für viele Sachen. Es kann auch sein, dass in einem Jahr iRacing auf einmal komplett geisteskranke Updates bringt und der Regen ist da. Man kann Nordschleife mit 100 Autos fahren und LMDHs, in der LMDH-Klasse sind irgendwie 6 Autos oder sowas. Kann auch sein und dann hat jeder Bock auf iRacing. Also es kann ja alles passieren. Und dann werden alle iRacing fahren bis auf Gumball. Gumball fährt dann irgendwo in AC 1 rum. Wahrscheinlich. Geil, man kann jetzt endlich Profilbild reinmachen. In der Rennsport-App. Das ist geil. iRacing ist mir zu teuer. Ja, es ist nicht günstig, das stimmt. Aber wenn du es halt... Sagen wir mal so, es kommt halt immer darauf an, wenn du Schüler bist und sowas, kann ich es absolut nachvollziehen. Ne, also wenn man noch jünger ist und noch nicht eine feste Einnahmequelle oder sowas dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wenn du Geld verdienst und wenn Simracing deine Leidenschaft ist und du fährst nur iRacing und du hast mega Spaß daran, dann ist es wiederum... Es ist dann immer noch nicht billig, aber es relativiert sich wieder so ein bisschen. So, Mers. Es geht los. So, schnell. So. Müsst ihr mir gleich mal sagen, ob der Sound so in Ordnung ist oder nicht, ob es irgendwie zu laut, zu leise ist. Oh, Antonio, was geht? Moinsen. Noah auch am Start. Was geht, Noah? Ich sehe nichts. Ach. Wie haben wir sie nochmal getauft? Ich weiß es nicht mehr. Unsere nette Dame heute hier von der ESL. Warum ist überhaupt das hier so, wie es ist? We're going to be heading over into Spa, but I'm not going to be the only face on your screens today. We also have another familiar face, George. Mischa, danke schön für den zweiten. Danke hier. Gude. Well, I tell you what, Jasmine, the commentary box simply was not enough. I just had to come in and invade the studio and come and join you here at the front end of all things. I'm looking forward to this one and especially excited to be working alongside yourself as well.
Well, it's almost like we're kind of going full circle, right? You've done the coverage of Spa before. We're running it back all the way. Wann sehen wir Marco bei der ESL? Vermutlich irgendwann, wenn das Ding mal hier draußen ist und man Spaß in Rennsport hat und wenn man da auch vielleicht erfolgreich ist, dann. Aber das sind alles so Sachen, das weiß man ja nicht. Vielleicht bin ich auch komplett shit in Rennsport und kann das gar nicht. Hallo Diamond 20, das ist eine Simocube 2 Pro. Papa Woods, so moin. Talk to me a little bit more about how the Thoras, season moin. has ended up panning out thus far. Tim, I know you've mentioned that we're F1, almost moin at the Sim. halfway mark. We are pretty much at the halfway mark. So talk to me a little bit more about how things have ended up panning out. Das ist nicht auf dem, also das Finale und die Halbfinals und das Finale sind auf dem Montag, aber das geht quasi das ganze Wochenende. Freitag fängt's an, Samstag geht's glaube ich weiter und, oder geht Samstag weiter? Ich weiß gar nicht, ob das 3 Tage oder 2 Tage dann insgesamt geht. Auf jeden Fall haben wir heute Halbfinale und Finale. Oh, MD Creative Gaming himself, the one and only. Was geht? Which will be concluding once round number 8 finishes as well. And there is a pretty hefty ich hab noch so Kokos, Raspeln zwischen den Zähnen. Guck mal, das sind Summen, Leute, das sind Summen. Do you feel like this is where, you know, they pretty much say diamonds are formed under pressure. Is the main Spring focus for our Season drivers Prize now Pool. gonna be primarily So, the Team Championship. Also wer die Team Championship bekommt für den ersten Platz 45 Riesen. Da kann man schon mal, also das ist nur die Team Championship, so wie ich das jetzt verstehe. Sort of pathway, should we say, into these drivers becoming greats, and definitely their first and foremost thought, I think, will be around their teams, obviously generating enough points to help their teams, but also there is that little bit of impetus for themselves as well. Da würde ich auch mal meinen Arsch bewegen, ist so. Is already stapled as one of the biggest ones in all of sim racing, so naturally these drivers are all clambering to be the first ever outright champion, and certainly I'm sure the teams have the same ambition. So I'd say that the ambitions merge somewhat, I would say. All right, well, I'm intrigued to see the performances we're going to get throughout today's broadcast, but this is not our first rodeo. We've also done round 3 previously, round 2 and round 1 as well. So let's go ahead and take a little bit of a look at our standings thus far. Okay, jetzt hier haben wir die Standings, Leute. Rogers führt das Ding mit einem Punkt Vorsprung vor Toman, Kevin Ellis Jr. auf 3, Shinjik auf 4. Team Maus können wir uns schon mal noch mal so im Hinterkopf behalten. Sehr sympathisches Team, sehr gute Fahrer mit dem Maximilian Benecke und dem Moritz Löhner. Moritz, genau. Und Juri Kastor fährt dann noch, Patrick Holzmann. Richtig gute Fahrer und die sind auch overall bei den Teamstandings auf P2. Also die sind gut unterwegs. Mal gucken, was sie diesmal hier abreißen können. Ich weiß gar nicht, sind die dabei in den Halbfinals? Müssen wir gleich mal gucken. Team Maus ist auf jeden Fall Team Maus, da wo der Nils fährt, Nils Neujoks bei BS Competition, den drücken wir natürlich auch mal die Daumen, wenn sie dabei sind. Und allen deutschen Fahrern generell. McCormack fährt auch mit, ja, aber ich weiß nicht, ob er heute hier mitfährt, weil das ist ja so, wenn du Freitag oder so schon ausscheidest, dann fährst du halt am Montag nicht im Halbfinale logischerweise oder im Finale. Werden wir jetzt gleich sehen, wer sich... Ach, jetzt haben wir hier Recap. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, was hier abgegangen ist. Ich weiß nämlich selber überhaupt gar nichts. Ich weiß überhaupt gar nichts, wie das hier ausgegangen ist. Auf jeden Fall ist das hier Viertelfinale 1. Shinjik auf 1 nach dem Start. Okay, Max Benecke auf 3. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also wenn du hier vorne mit in so einem Pulk mit drin bist, dann kannst du meistens, also die sind alle so gut und so eng beieinander,
dass du da dich sehr gut mitziehen lassen kannst, direkt vom Start weg. Also wenn du unter den Top 6 oder sagen wir unter den Top 4 bist am Anfang und keinen groben Fehler machst, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Aber dahinter wird sich halt sowas von geprügelt. Ihr seht es, da gehen sie zu zweit, zu dritt teilweise nebeneinander durch die Kurven. Ja, und okay, und Chinjik hat gewonnen. Zweiter ist der Max Benecke geworden, sehr, sehr geil. Aber da seht ihr zum Beispiel, wer dann schon ausgeschieden ist, ne, von den Namen her. Richtig gute Namen, die da schon wieder ausgeschieden sind. Auch von Dingens hier, wie heißt es? Von Coanda, der De Jong. Die Räder sehen komisch aus. Ja, das sind alles noch so. Das ist natürlich noch lange nicht final, ne? Das ist alles noch komplett in der Entwicklung. Deswegen hast du hier und da auch Platzhalter, auch von den Sounds und so. Wo fahren die denn heute? Auf Spa, wie du siehst. Und ist das auch wieder Hockenheim? Oder ist das nur Spa wieder diesmal? Kann sein, dass es heute dann nur Spa ist. Guck mal da, Side by Side, Tür an Tür. Das finde ich halt richtig geil in Rennsport. Guck mal, du kannst dich richtig geil anlehnen. Oh, okay, da gab es schon... Ja, aber er hat es gut gefangen. Hat er sich gut verteidigt. Nils hat das Ding gewonnen. Krass. Nils also hier eine Runde weiter. McCormick auch auf P5, sehr, sehr stark. Man, oh man, that was heartbreaking stuff there for Hanya. Okay, also wir können uns merken, Nils ist auf jeden Fall schon mal das Viertelfinale weitergekommen. Der Maximilian Benecke ist weitergekommen. McCormick ist weitergekommen. Das sind schon mal so 3 Namen, die wir natürlich auch supporten wollen. Pro Runde eine Strecke, okay. Weil beim... Achso, nee, das war das Eröffnungsevent da, wo sie offline gefahren sind. Da war es ja so, dass sie an einem Wochenende 2 Strecken gefahren sind. Aber das waren dann auch 2 verschiedene Läufe. Ja. Aber da sehen wir es jetzt. Semifinal 1. Da wird es gleich richtig zur Sache gehen. Kevin Ellis Jr., Chinjik, Benecke, Naujoks gegen Benecke. Auch geiles Duell. McCormick auch dabei. Egal welchen Namen du hier nennst, das sind halt alles sowas von geisteskrank schnelle Fahrer. Cobra 11, danke dir für den 6. halbes Jahr, Junge. Vielen lieben Dank. Auch eine geile Watchparty, genau. Gibt schon ein Release-Date. Ich glaube, 2024 oder so ist irgendwann angepeilt. Ich habe sogar mal was von Ende 2023 gehört, aber das glaube ich nicht. Ich würde mit 2024 irgendwann rechnen. Gib mir 15 bis 20 Jahre. Dann knall ich dir die Zeit noch rein. Ne? Aber selbst dann, es gehört auch immer Verständnis, Talent und alles dazu. Manche, die kannst du 100 Jahre da dran setzen und es wird nicht funktionieren. Und dafür haben sie andere Talente. Das ist so. Nicht jeder kann mit viel Training eine gewisse Pace erreichen oder so. Yeah, absolutely. I think especially when you break it down even further. Ja, genau. Also ihr seht ja schon, wie die Beta nach hinten verschoben worden ist. Und wenn die Beta, sagen wir mal, die kommt jetzt irgendwann in den nächsten 2 Monaten, mal so als Beispiel. Okay, guck mal, sowas finde ich auch mal cool, ne? So präsentationstechnisch. Dass mal so Fahrer gegenübergestellt werden, Statistiken. Das ist krass. Not to mention Erhan Yujovski. It's not a case that R8G have just had one standout driver performing up at the sharp end. They have got 3 very talented. Also, Risto Capit on his best day as well can deliver for the team as well, and he'll have his chance as well today. But Maximilian Benecke. Das ist eine Alpha-Version, ja. Das ist eine, sagen wir mal so, das ist eine relativ frühe Version, die aber schon relativ stabil anscheinend läuft, wo aber noch lange nicht alles final ist. Also der Sound von einigen Autos ist noch nicht final. Da wird halt noch sehr viel hier und da geändert und angepasst und fein geschliffen und so. Aber
Rennsport geht da halt einen anderen Weg als, sag ich mal, der klassische Spieleentwickler. Sie gehen halt einen Weg, dass sie das über die ESL jetzt hier machen, dass sie präsentationstechnisch erstmal was raushauen und dann hinterher die Öffentlichkeit reinlassen, so, wenn es so willst. Is the LAN buff, do you think it's going to be a different occurrence now that we're competing online? Well, it could definitely, you know, make a difference. I mean, we obviously saw Furia make some huge strides as well as Heroic since the LAN events. They didn't have the best of starts coming out of round 1 and 2, but of 6, we've seen the likes of Furia challenging, getting into the newer version and the as well. faster version of the Ferrari who steps in with better aerodynamic. See how he gets on as well in the semis, but I think there definitely is a complexion change. Whether these drivers maybe don't fear. Genau, 2018 sollte auch Regen in iRacing kommen, das ist absolut richtig. Ich habe letztes Mal, da wurde bei uns in die Gruppe reingeschickt, dass wieder irgendwelche Screenshots geleakt worden sind mit Regen und Gedöns und sowas, aber wann soll es denn jetzt endlich kommen, Leute? Wir wollen es wissen. You know, wheel around the circuits, and you know, Spa is a very you know, technically challenging track. So we'll have to see what they can achieve in their home rigs. But I don't think Benneker's going to have it as easy as he had it when we went in our first lap event, to be honest. Maybe half a second or more slower than the Evo Ferrari. Well, you're putting me right on the spot there. Wow, against this grid. Oh, I tell you what. We'll have to wait and see. I think personally, can't see past on Benneker. I think he's going to do well. Und Netcode ist immer, ja, Netcode ist halt auch immer so eine Sache, ne? In iRacing, das stimmt. Da sind unsere Kommentatoren. Mal gucken, was sie sagen für heute. I see him getting through into the final, but this, I'm looking at the pace of the BMWs, I'm looking at the pace of Niels Nyox, I'm looking at the pace really of Joni Tormala, and thinking that maybe today's the day for them. Tormala's been fantastic since we started doing the online stuff. Basically, what I'm hearing is that Lewis didn't want to commit to picking one single driver, so he's listed off as many as he possibly could have. George, what are you thinking? Are you thinking like he's just going to disagree with me? He just hasn't got it, is he? Let's be honest. But no. I have to be fair. No, I'll be fair. No, I think he's right. It certainly is going to be tight. I think, obviously, given the experience Benneker's got, his final win, for me that edges it. But you know, just look at the likes of Chinchik. He is going to be a threat regardless. Alright, well, I'm going to be keeping my eyes peeled, as I'm sure. Okay, also der Name Nils Nyox wurde auf jeden Fall auch schon mal wieder rausgehauen. Nils scheint echt strong momentan zu sein. Also ich glaube, in den ersten 2 Läufen, ich weiß nicht, ob er da irgendwie, ne, also da habe ich es noch in Erinnerung, dass er hier und da auf jeden Fall Pech hatte auf dem Hockenheimring. Da war er nämlich auch erstmal vorne mit dabei, dann wurde er, glaube ich, gedreht und dann ab Nürburgring hat er halt komplett rasiert, ne? Die Fahrer an sich weiß ich nicht, aber das wird auch, glaube ich, niemand machen, weil die wollen da voll ihre Konzentration haben und so. Ich glaube, das wird niemand streamen. Und ich weiß auch nicht, ob sie es dürfen, keine Ahnung. Looking really, really strong right now. He definitely looks like a threat, and we have seen it time and time again. Ach so, das haben die selber gepostet mit dem Regen, okay. iRacing 2 würde ich mir anschauen. Ich glaube, es wird niemals ein iRacing 2 geben, sondern iRacing wird halt konstant weiterentwickelt. Also dann wird vielleicht irgendwann eine neue Engine, was weiß ich, irgendwie mit integriert oder so, oder ne, das Ganze wird immer weiter optimiert oder feingeschliffen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass es dann iRacing 2 gibt. Keine Ahnung. Displayed, I think, obviously a scintillating lap against a grid of, you know, so many All-Stars that we have seen. Zeigen die gar nichts vom Quali? Doch, vom Quali müssten die eigentlich auch was zeigen. Also Quali müsste jetzt gleich eigentlich losgehen. Just been that good, that consistent. To have a driver all of a sudden put that notch on their lapel to suggest that they've mastered this track at Spa. Here in Rennsport, I think is a huge moment. Ja, Nils ist halt auch ein, wenn du es so willst, Nils ist so ein Urgestein im Simracing. Ne? Das ist so der Rossi oder der Alonso des Simracings, wenn du es so willst. Ne? Also er ist ja schon Ewigkeiten dabei. Also da habe ich noch Need for Speed gezockt und was weiß ich was für Games. Da war Nils schon am Reinölen hier mit Lenkrad und so wahrscheinlich, hier bei Live for Speed oder wie es
alle hieß. Der ist schon so lange dabei. Und ja, also das merkst du halt auch. Die Erfahrung und die Professionalität, die die Jungs da an den Tag legen, ist schon geil. It is, and also on top of that, it's Moin, Sascha. those two drivers' very first semi-final appearance. They have yet to actually take part in the bei semi-final iRacing weiß ich gar nicht, also in this nicht huge sehr step viel up auf jeden Fall mit diesem Cheating-Gedöns. Hat nicht iRacing sogar irgendwie so ein Anti-Cheat-Gedöns mit drin oder sowas? In a LAN environment, which no doubt everyone knows that is such a pressure cooker situation, especially when you have, people watching you from. Ja, genau. Nils hat halt ein sehr gutes Verständnis für diese ganze Thematik aus technischer Sicht. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn du gewisse Dinge gut analysieren kannst und da nicht komplett blind irgendwie reingehst. Also so wie ich es zum Beispiel mache, ich fahre und fahre und fahre und fahre, dann kommt irgendwann eine gute Zeit bei raus. Aber wie du gewisse Dinge noch optimieren könntest, nochmal die letzten 1, 2 Zehntel vielleicht findest, so das gucke ich mir nie im Detail an, sondern ich mache es eher nach Gefühl. Ich bin so ein Gefühlsfahrer. Ne, also ich weiß nicht im Detail, wo ich vielleicht noch Zeit, ne, also ich weiß nicht in der Theorie, wo ich die Zeit verliere, sondern ich mache es eher so, ich fahre und probiere es halt aus während des Fahrens so und dann taste ich mich halt nach und nach so ran. In the very recent past, really, taking a few members from that, kind of almost making. Genau, bei iRacing geht es hauptsächlich um Ausnutzen von Mechaniken. Ja, das haben wir gesehen. Zum Beispiel das mit diesem, wo man die Reifendrücke so niedrig halten musste, wo man nur durch die Wiese gefahren ist und so weiter. Oder jetzt bei dem letzten Daytona-Rennen war es da ja auch. Dann gibt es immer so Grauzonen, die niemand nutzen sollte, aber es ein paar tun, weil sie natürlich Erster sein wollen und müssen und alles für die beste Zeit tun. So, und dann ist es halt immer Diskussionsstoff. Kannst du es aufzeichnen zum später anschauen? Das wird sowieso hier gespeichert. Perfekt. Bei mir wäre das genauso. Ich würde mir auch die ganze Zeit kaputt lachen, weil so Interviews, das ist immer eine schwierige Sache bei mir. Schwieriger Lachs. Yeah, I mean, if you look at his form, I mean, over the last 2 rounds, I think certainly in round 3 and round 2. Die 50er Sub-Wette bei ja, genau. Da gibt's dann die Methoden, wie du halt keine Cuts holst, ja, richtig. So, müsste jetzt gleich eigentlich losgehen in den nächsten 2, 3 Minütchen hier, glaube ich, zumindest so vom Gefühl her. Assure you. Oh yeah. Oh, he definitely does. He definitely does. Like I say, he's got the smarts. He's been in sim racing Servus, for a long Tobias. time. He knows what he's doing, and he knows how to move the team forward. There'll be that little bit of hunger to go out there and really beat Porsche Commander as well, especially considering they are also in Porsches as well. A little bit of extra kind of like. Sind die Kommentatoren in der Sim-Racing-Szene bekannt? Ich glaube schon, der mit der Brille, den habe ich schon öfter mal gesehen. Ich weiß nicht genau woher. Wo waren die denn nochmal? So, hier sehen wir es jetzt nochmal. Punktetechnisch. Also Nils hat auf jeden Fall gut aufgeholt, ist aber noch eine große Lücke zu P1, beziehungsweise ne? Er hat 71 Punkte jetzt gerade, stand jetzt. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht, wie viele Punkte zum Beispiel jetzt so ein erster Platz in so einem Halbfinale gibt. Also ich weiß, dass das Finale am wertvollsten ist, logischerweise, dass das die meisten Punkte gibt. Aber wie wertvoll wäre jetzt hier so ein erster Platz im Halbfinale? Jadi ist nicht dabei, nee. Das sind halt ganz wenige ausgewählte Teams, die größten E-Sports-Teams der Welt, wenn du es so willst. Die halt auch Verbindung zum echten Automobilhersteller haben, zu BMW, Porsche und so weiter, Audi. Und dementsprechend sind hier nur ganz wenige ausgewählte Teams dabei.
Der Max, der war schon immer Deutscher, ja. Das ist ein Deutscher, ja. Already got the pace, already got the results in a team that is moving forward. Yeah, and you can do as much preparation as you like outside of the championship, but it no way prepares you for the Alice championship. Junior war nicht bei Porsche, ne? Der war bei Audi. Go into racing against some of these superstars, but you know, it just seems to me that Sorensen is just taking to it like a duck to water. You know, managing to get himself into his first semi-final in his first round of try. And I just. Es ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, so wer welche Tagesform hat, ne? Weil es ist halt echt auch tagesformabhängig. Also wer kann die Leistung halt auf dem Punkt abliefern. Und gerade was Nils zum Beispiel auch letztes Mal gesagt hat, so du musst diese eine Runde, hier ist es halt so, du hast nur diese eine einzige Runde im Quali. Und wenn die nicht sitzt, dann ist egal, wie schnell du potenziell im Rennen bist oder wie gut, du hast eigentlich schon ein Problem, überhaupt dann in die Top 6 zu kommen, wenn du halt von weiter hinten startest. Und deswegen ist das Quali eigentlich das A und O. Und jetzt geht's hier auch los. Stichwort Quali, Leute, perfekt. Max geht auf seine Runde und wir können einfach mal zugucken und genießen. The reason why I'm kind of touching on that is because it is a 2-minute 14.411, which is just 0.005 of a second slower than the time that Marcel chipped. Also meine schnellste Runde, die ich bisher hier in Rennsport gefahren bin. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Litern die hier fahren oder ob da nochmal, ob der Quali-Modus mit dieser einen Runde nochmal schneller ist als der Practice-Modus. Ich bin einmal eine 15.0 gefahren. Ist das jetzt schon Quali? Nee, das ist noch nicht Quali wahrscheinlich, oder? Das ist jetzt noch Free Practice. Könnte es sein. Das wird mir leider jetzt nirgendwo jetzt gerade angezeigt. Audi ist hier auf Spa sehr, sehr gut, ja. Also Audi hat, glaube ich, auch den ersten, ja, der Max Benneker hat ja den ersten Spa-Lauf gewonnen. Servus Jurato, was geht? Welche Verbindung hat McCormack? Der fährt bei, wie heißt denn das Team da? Also auf jeden Fall bei AMG. Williams. Also Williams ist ja auch ein Riesenteam. Also Williams ist ja auch mit eines der größten, zumindest racing-technisch, Sim-Racing-Teams. Keine SRO für euch dieses Jahr? Doch. Ich bin heute gefahren, Noah ist auch gefahren, also oder fährt später auch nochmal. Und eventuell fahre ich morgen nochmal eine Runde, vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Aber wir sind noch da, wir sind spät dran, ich weiß, aber komm noch. Ich glaube, wir haben ja bis Mittwoch Zeit. Yeah, you shall not pass, I believe the catchphrase is, Lewis. But yeah, we'll have to wait and see whether that will be the case when he makes his way out on track. I did actually drop a little tweet across underneath that. In der Liste bist du auch erst drin, wenn du Zeiten gefahren hast, oder? Wenn alle eine Zeit gesetzt haben, oder? Okay, das war anscheinend jetzt gerade erst noch freies Training, glaube ich. Noch kein Quali. Tobi Wann, moin. Boah, das weiß ich nicht, ob die verwandt sind. Kevin und Philipp Ellis. Erdinger, Moinsen, was geht? Kolle, Gruppentreffen, ja genau. Grüß dich. Was ich beruflich mache, ich bin Content Creator auf YouTube. Das mache ich hauptberuflich selbstständig. Lenny, moin. Quali is on the way, Leute. So, dann gucken wir mal. Da sehen wir auch, dass der Max da ordentlich am Schwitzen ist, beziehungsweise sieht immer... Achso, ist er jetzt schon auf der Runde, oder? Okay, jetzt fängt es an. Okay, perfekt. Guck mal, wir sehen, dass er auf Single Screen fährt. Also das ist jetzt gerade noch üblich, dass alle auf Single Screen fahren, weil ich weiß nicht, ob es alles performance-technischer Sicht ist, aber ich glaube, es ist halt noch nicht optimiert für Triples und dementsprechend ist es wahrscheinlich angenehmer, auf Single Screen zu fahren. Es fährt jeder von zu Hause, ja, das ist ein Online-Event. Die fahren heute Spa und da sehen wir auch, dass das die aktuellste Spa-Version ist mit der angepassten Rouge, mit angepassten Auslaufzonen, Kies
Ausbetten und so weiter und so fort. Also not too bad, not too great. Hört sich erstmal grundsätzlich nicht gut an. Ich glaube, Max ist gerade nicht zufrieden, so ein bisschen. Das kannst du bei Max auch immer gut ablesen. Wenn er einfach wie versteinert guckt und einfach fährt, dann ist gut. Aber sobald er anfängt, so ein bisschen Kopf zu schütteln oder so, dann weiß er, dass es gerade nicht so gut ist. Aber gut, so ist es, glaube ich, bei jedem. Ne? Also wenn du minimale Fehler einbaust, dann, ich bin auch so einer, der das hier und da mal so ein bisschen zeigt. The likes of Stavilo as well out of Corbe, Paul Frere, and I tell you what, maybe the grip's starting to get away from him here. Benecca looking a little shaky here in this opening. Looking a little bit shaky. Ja, mal gucken, was bei rauskommt. Also wie gesagt, Quali ist halt super wichtig. Ne? Er muss, sagen wir mal, zumindest mal so in ins Mittelfeld irgendwo, ne? P5, 6, 7 so in dem Bereich. Dann ist es halt schwer, auch das zu halten, aber dann bist du zumindest nicht ganz so weit weg. Aber sobald du halt so 9, 10, 11, 12 bist, 14, 6. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, eine 14,6 ist gut, Leute. Und Nils rasiert jetzt einfach weg die Zeit, ich sag's dir. 14,4. 2 Zehntel hat er Max gegeben. Alter, Nils, die Maschine. Yeah, Ellis Jr. out towards the line. Average, middle sector, average, by the way, still 14,5. Auch sehr, sehr stark. Also, ich glaube, der Max ist unzufrieden. Ich weiß nicht, ob er unzufrieden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er unzufrieden ist. Wenn die anderen die 14,4, 14,5 fahren, dann wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Oliveira auch eine 5. Mal gucken, was die anderen Audis machen. Chinjik, das ist der gerade im direkten Duell ist mit Benecke von der Platzierung, ja. 14,443. Alter, eine Tausendstel hinter Nils. Absolut insane, Leute. Absolut krank. Jetzt kommt McCormack. Gucken, was McCormack macht. Nee, er ist, glaube ich, nicht zufrieden. Was? 14,484 und er schüttelt so den Kopf. Er so, heute Krise. Krise. Sörensen 14,669. Hinter Max. Oh, das wird schwierig für Max. Max hat, glaube ich, hier und da minimale Fehler in seiner Runde gehabt. Und jetzt kommt Termele, der ist grundsätzlich auch nicht so langsam. 14,551. Auch vor Max. Das hätte schon eine 13 sein müssen bei McCormack, damit er wenigstens mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommt, ja. So, jetzt kommt das Duracell-Männchen hier. 14,7 hinter Max. Wenn Max auf 7 bleiben würde, wäre es sogar noch in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Aber Bonito wird auch schneller sein, safe. Er fällt auf die Pole. Alter, krank. Guck mal, wie viele 14,4er wir jetzt hier schon haben, ne? 4 mal 14,4, 14,5, 5, 5. Also man kann sagen, eigentlich 7 Autos innerhalb von einer Zehntel schon mal so ganz grob. Jetzt kommt der erste Porsche. Gucken, was hier der Kollege aus Finnland macht. Auch vor Max, das ist schlecht. Wieder ein Porsche, gucken, ob der... Ja, der schiebt sich auch noch vor Max. Alter, krass. Max nur auf der 10. Das wird schwierig, Leute. Das wird ein ganz schwieriges Ding. Ich hab's euch gesagt, Leute, das Quali, wir wissen, dass Max hier sehr, sehr schnell ist. Und das Quali macht so viel aus. Also es ist so eng. Es ist so eng. Aber da siehst du, dass die BOP an sich, glaube ich, sehr gut funktioniert. Stand jetzt hier mit den Fix-Setups, dass das so, wie es jetzt gerade ist, eigentlich
gut ist zum Racen. Looking at the times, looking at the sectors, looking at everything that you can get on the Rennsport app. I've said about it before, but you know, if you want to get yourself some of the live timings, that's all on the Rennsport app. Moin, Kind of see exactly Mr. Rennen, welcome. welcome. Some of the previous results as Was well, geht? which is how I put together a spreadsheet. Es gibt auch gar keine BOP, oder? Ja, aber die Autos an sich sind ja angepasst. Ne? Also die sind ja quasi so, sagen wir mal, angepasst, dass sie alle ungefähr auf eine Runde gleich schnell sind. Und das kriegst du halt sehr, sehr schwierig hin im E-Sports-Bereich, weil du hast Fahrer dabei, die können gewisse Dinge noch mal besser ausnutzen und hier und da. Und wenn du halt kein Setup hast, also ein Fix-Setup hast, dann kommt es halt nur aufs Fahren an, aber trotzdem entscheidet dann die Balance zwischen den Autos, wie stark die einzelnen Autos sind, darüber, wie groß der Pace-Unterschied ist. So, und hier hast du ja gerade gesehen, du hast BMW potenziell, der auf Pole stehen kann, du hast einen Audi, der auf Pole stehen kann. Ich glaube, AMG ist ein bisschen schlechter von der Pace her. Porsche, glaube ich, auf Spa auch ein bisschen schlechter als Audi, aber das sind halt so vielleicht nur eine halbe Zehntel oder so, oder ein Zehntel. Also das ist nicht viel. Nee, die Autos verhalten sich nicht alle gleich. Ich kann das ja, oder ich bin es ja schon mal gefahren, Rennsport. Und die Autos verhalten sich definitiv unterschiedlich. Das kann ich so schon mal sagen. Der Porsche lässt sich ganz anders fahren als ein BMW zum Beispiel. Der Porsche hat hier keine Temponachteile. Nicht wirklich. Ich glaube, es ist sogar mit das schnellste Auto auf der Geraden. Also es ist zumindest, es sind nicht so große Unterschiede wie ein ACC vom Topspeed. Nils hat das Ding fast auf Pole gestellt hier, ne? Ich sag's euch. Enzo Bonito ist halt auch eine absolute Maschine bei Redline. Aber ihr seht es, 12.000stel dahinter ist Nils, 13.000stel dahinter ist Chinjik, eine halbe Zehntel hinter P1 ist McCormack im AMG. Also ihr seht es, das sind drei verschiedene Fabrikate auf den ersten 4 Plätzen. Und daran siehst du schon, dass die BOP zwischen den Autos schon ganz gut ist. In der E-Sports-Version, es müsste aber auch so sein, ja. Also ich fahre ja jetzt gerade auch, oder ich bin die Version gefahren, die die Jungs hier fahren können. Und also ich kann quasi die gleichen Strecken fahren und es müsste eigentlich alles identisch sein. Und da sollte, also es wäre ja Schwachsinn, wenn sich jedes Auto komplett gleich fahren würde, finde ich jetzt. Aber ich kann mal nachfragen, also wüsste ich jetzt nicht, habe ich auch noch nichts von gehört, ob das so ist. Ich frage da mal nach, weil es würde mich auch mal interessieren. So, es geht los, Leute. Let's go racing. Go, go, go! Green, green, green! So, mal gucken, ob es hier irgendwo wieder Carnage gibt. Turn 1 auf Spa. Auch immer bekannt dafür, alle sind gut durchgekommen durch Turn 1. Enzo Bonito behauptet sich hier erstmal vor Nils, der ist auf 2 geblieben, dahinter Chinjik, McCormack auf 4 noch. So, jetzt Windschattenschlachten, mal gucken, hier die neue Eau Rouge. Was ich auch geil finde, diese LED-Panels, die so blinken. So, da hinten McCormack sagt schon mal Hallöchen beim Audi. A little look hat er gemacht, genau. So, da sind die Porsches gegen den BMW. Boah, in McCormack. McCormack geht, glaube ich, rein. Ja. So, jetzt hat er eigentlich die etwas bessere Linie für die Rechtsbergab. McCormack. Da geht er rein, da geht er rein. Und jetzt in die Links. Und der Audi ist immer noch daneben, Leute. Let's go. Guckt euch das an. Alter, Junge, McCormack durchs Gras. Guck mal, die sind immer noch Side by Side. Seit Kurve 1. Was ist das denn? Ja, okay, jetzt hat er den Audi durchgelassen. Alter, what the fuck. Das war ja schon wieder eine geile Startphase. Ich sag mal, präsentationstechnisch finde ich das auch schon cool, auch wenn das jetzt, und das ist jetzt online, also das muss man auch dazu sagen, online mit Netcode und mit dem ganzen Gedöns, weil da hatten auch viele Sorgen.
Wir hatten auch einige Sorgen, dass, ne, also offline in dem ersten Event, was wir gesehen haben, haben viele gesagt, ja, sieht gut aus so vom Kontaktverhalten und so, aber warte mal ab, bis es online ist. So, und jetzt ist es online und es sieht eigentlich genauso aus oder ähnlich aus, wie wo sie offline gefahren sind. Also ich glaube nicht, dass es da sehr viele Netcode-Geschichten jetzt gerade gibt. Es sieht zumindest nicht so aus. Du kannst Tür an Tür fahren und es funktioniert sehr, sehr gut. Ah, der Porsche, der taucht auf jeden Fall schon mal. Oh, Max, komm Max, der 9. Platz, der ist wichtig jetzt hier, damit du dich ein bisschen dranhängen kannst an P8 und P7. Der Audi jetzt außen. Oh, 3 wide. Oh ja, Max wird weit gedrückt. Oh, Max wird weit gedrückt. Das ist so ärgerlich, Mann. Und jetzt ist er direkt wieder 11. Er war auf 9 fast und jetzt ist er auf 11. Es ist so ärgerlich. Aber er hat noch ein bisschen Zeit. Er hat nicht viel Zeit, aber er hat noch ein bisschen Zeit. Ne, Heli Corsa, boah, weiß ich gar nicht. Haben die eine Heli Corsa-App? Ich bin halt noch nicht gegen andere gefahren in Rennsport, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Ich bin ja nur alleine gefahren. Bonito da vorne macht aber auch ernst, ne? 8 Zehntel hat er auf Nils. Nils hat eine halbe Sekunde auf Chinjik. McCormick auch eine halbe Sekunde. Ach ne, warte, 1,2 Sekunden hat Chinjik auf Naujux. Und McCormick hat eine halbe Sekunde auf Chinjik. Also McCormick gerade auf dem Weg ins Finale, Leute, wenn er auf P4 bleibt. Aber Max, ey, das ist krass, ne? Max hat den ersten Lauf ever von der ESL hat Max gewonnen. Also das Finale. Und jetzt ist er hier auf P11 und ist kurz davor auszuscheiden. Im Halbfinale. Das kann so schnell gehen. Servus, André. Die haben Heli Corsa, okay. Ja, aber guck mal, Nils auch super strong da vorne. Der weiß auch ganz genau, 2. Platz nehme ich sowas von mit. Ja, also die sind da jetzt auch gar nicht böse, wenn sie mal Zweiter anstatt Erster werden in so einem Halbfinale oder so. Für die geht es in erster Linie darum, ins Finale zu kommen. Mit Windschatten weiß ich nicht, also wir sehen es ja jetzt hier gerade. Du kommst schon in Windschatten, glaube ich, ran. Oh, der Audi! Boah, Alter! Er hat den BMW ja sowas von weit geschickt, aber alle haben überlebt, Leute. Alle haben überlebt. Ich glaube, hättest du das in ACC gemacht, wären mindestens 2 tot gewesen oder so. Boah, Leute, was ist das? Guck mal, ich finde die Zweikämpfe so intens zum Zuschauen, finde ich das so geil. Baldwin scheint nicht mehr dabei zu sein, ne? Also ist dann wahrscheinlich in der Dings ausgeschieden, also im Viertelfinale irgendwo. Werden wir aber gleich sehen, weil die werden gleich nochmal die Viertelfinals in der Wiederholung zeigen. Guck mal, Porsche attackiert Audi, Leute. Wo gibt's denn sowas? In Rennsport, aber nicht in ACC. Guck mal hier, zweimal zu zweit nebeneinander fahren die hier nebeneinander durch die Kurve. Das ist so geil. Ja, Max ist hinten auch noch ordentlich am Kämpfen mit dem Östgard. Boah, ja. Ich glaube, Max hat richtig Puls gerade, ey. The confidence that you have to possess in order to make a move like that, certainly here in the ESL-1 Series. Ich glaube, Max hat gerade richtig Puls. Das hat er nicht verdient, da jetzt auf dem 12. Platz zu sein. Aber es ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist das Qualifying. Es ist das Qualifying gewesen. Sonst könnte er auch ich sag mal, er könnte schon sehr safe, glaube ich, in den Top 6 sein, sonst von der reinen Pace her. Aber so bist du dann ganz schnell raus. Ja, das ist vor allem, du startest ja auch mit einer anderen mentalen Einstellung in so ein Rennen rein, wenn du das Quali verkackt hast, wie wenn du zufrieden mit deiner Runde bist und weißt, was du kannst in dem Sinne.
Weil er weiß wahrscheinlich auch, wie schwer es dann ist, wenn du dann einmal auf P9 oder P10 bist. Max Benecke ist ein sehr, 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 sehr guter iRacing-Fahrer. Auch der mit dem höchsten iRating lange Zeit oder immer noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er nicht irgendwie 11.000 oder wie viel hat er gehabt? Mal 12 oder 11? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein richtig, richtig guter. Wollte ein P7 im Viertelfinale. Ah, okay. Dann hat es leider um eine Position nicht gereicht. Ah, mit 12k iRating war das, ja. Das ist krank, ne? Mit 12k ist halt... Boah, der BMW komplett quer aus der Kurve raus. Oh, der Audi! Wow! Das war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht von Alice. Alice hat da mal komplett die Bowlingkugel gespielt. Oh mein Gott. Boah. Er hat sich komplett verbremst. Das war auch nicht gewollt. Das war einfach verbremst. Mein Freund. Alter, ey, warte mal. Jetzt ist Max auf 9. Warte mal, 1. Dann ist er auf jeden Fall vor... Er muss noch 2 Positionen gewinnen dann. Er muss den Finn muss er kriegen und den Norweger. Nee, Däne ist es. Sørensen ist Däne und Pedale, ein Finne, glaube ich. Die beiden muss er noch bekommen, Leute. Ja, es kann manchmal schnell gehen, aber die Abstände sind halt schon ziemlich groß jetzt geworden. Wenn er mal guckt, er muss irgendwie 3 Sekunden oder sowas aufholen. Ne? Das ist eigentlich zu viel in 3 Runden. Dafür sind die alle hier zu gut unterwegs. Ja, da seht ihr das nochmal. Like I say, that might have been, I think this one as well, because we didn't quite catch this one on the broadcast. I mean, that you just pushed Yannick Tuomela straight off the road there to Timmy Østgaard. So again, not great. The Kevin Ellis Jr. one, I think, like I said, that's the second time that I think it seems as though he's missed his braking zone. It might be that he's just hitting his braking marker exactly where he knows it is, right? But he's obviously when there's a car there. Ja, Stand jetzt musst du keine Angst um ein Auto haben, wenn du es so siehst, aber Schadensmodell, das kommt dann halt auch nochmal irgendwann hinzu, dass mit dem Schadensmodell dann natürlich auch geguckt werden muss, dass du darauf aufpasst. Also, ne, wenn das so ähnlich wie ein iRacing ist, dann überlegst du erst dreimal, ob du so in die Lücke da reingehst. Ich meine, es wird mit Sicherheit jetzt keine Absicht gewesen sein, dass er da so reindiven wollte, glaube ich nicht. Also wenn ja, dann wäre es halt schon ein richtig dreckiger Move gewesen. Aber ich glaube, er war einfach ein bisschen zu spät auf der Bremse und dann weißt du halt nicht wohin. Und dann hast du meistens ein Problem. Nils halbe Sekunde hinter Bonito. Nils kommt nochmal ran. Nils ist so, bei Nils ist das so, der entspannt sich erstmal so die ersten 2-3 Runden, schont seine Reifen und hinten raus zündet er nochmal jegliche NOS-Einspritzung, die er irgendwo im Kofferraum findet. Das war ja letztes Mal auch so. Da ist er hinten raus auch nochmal richtig rangekommen auf dem Nürburgring im Finale, weil er halt seinen Reifen geschont hat. Driving superbly, Keiki Oliveira currently sat in 5th, and Lassie Sorensen, as I said, first semi-final, first appearance here in the championship, and he's holding on to 6. Es ist der Reifenfuchs, ja, es ist der Reifenfuchs. Aber man muss sagen, Chinjik auch noch relativ nah dahinter. Also die Abstände alle ungefähr identisch, bis auf mal eine Zehntel, so 4 Zehntel, 5 Zehntel ist Nils hinter Bonito, dann 6 Zehntel ist Chinjik hinter Nils und McCormick auch 7 Zehntel dahinter. Also es schiebt sich nochmal hinten raus so ein bisschen zusammen. Die Frage ist halt, ob die sich nochmal gegenseitig attackieren jetzt hier. Ihr seht es. Die kommen alle nochmal enger zusammen. Ich meine, sie könnten es rein theoretisch eigentlich machen, weil die Gap ist groß genug nach P6 oder P7.
Also da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Die ist aber trotzdem halt ein Risiko, weil wenn du abfliegst oder irgendwas passiert, dann kann es auch vorbei sein. Also du musst immer so ein bisschen abschätzen, abwägen, was machst du jetzt? Gehst du die sichere Variante oder bist du nochmal gierig? Vielleicht wird es belohnt, vielleicht aber auch nicht. Ja, Max braucht halt jetzt irgendwie ein Wunder, ne? Max braucht irgendwie so 2 Disconnects oder so von der. Aber ansonsten wird das halt nichts mehr, leider. Ja, der hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen, Kevin Ellis Jr. Also der ist auf jeden Fall schon mal raus. Dann ist Max auf P8. Bringt ihm aber nichts. P7 bringt ihm auch nichts. Es muss P6 sein. Ihr seht es an der grünen Nummerntafel links. Das sind die Positionen, die dich ins Finale bringen. Ja, das auf jeden Fall, klar. Finanziell tut das nicht weh und das ist auch gut so, dass es so ist, weil so ermöglicht so einfach mehr Menschen Racing zu erleben, ne? Auch wenn es halt nur virtuell ist, digital ist, aber es ist ja trotzdem ein geiles Racing so und ne? Deswegen das ist ja grundsätzlich was Gutes. There was 2 drive-throughs that was applied, so the second one will be deleted. So it's just the single drive-through for Kevin Ellis Jr. who'll drop back to the rear. Thomas Tattler, by the way, so we're kind of seeing there, he's caught up to 6th. He's in the fight. Has he got enough time though? Aber wir wollen die VRS DD Pro bestellt. Ein kleines Update zu meiner CSL Elite. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Update. Da wirst du Spaß mit haben und da wirst du auch mit Sicherheit nichts verkehrt gemacht haben. Aus Preis-Leistungssicht wahrscheinlich sogar so die beste Direct Drive. So, letzte Runde. Nils, halbe Sekunde dahinter. Aber Sørensen kriegt nochmal Druck von dem Porsche von Tetle. Vielleicht passiert da ja noch was. So, jetzt gucken wir mal. Porsche Topspeed. Wir gucken mal auf den Abstand. 4 Zehntel. 3 Zehntel. Ja, wir sehen, Leute, wir sehen es. Was ist mit dem Porsche los? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der Porsche. Der Porsche macht nochmal ernst, Leute. Jetzt hat er einen besseren Run hier durch die rechts durch. Kann vielleicht mehr Schwung mit rausnehmen. Jetzt hier in die rechts bergab. Und rein da. Ah, er macht's nicht. Vielleicht macht es hinten die Busstop. Da sehen wir mal die Porsche on board. Vielleicht macht das hinten in die Busstop rein. Da könnte... Das wäre eigentlich nochmal die... Es ist die beste Möglichkeit wahrscheinlich jetzt hier. Hier im Mittelsektor wird es schwierig. Boah! Habt ihr gesehen, was für ein Oversteer er da bekommen hat? Er muss ungefähr 3 Zehntel dran sein. Wenn er 3 Zehntel dran ist, dann... Boah, Alter, wie wieder in die Kurve da... Das sieht teilweise so aus, als ob er fast da am Abfliegen ist, ne? Also er muss eigentlich 3 Zehntel dran sein. Wenn es jetzt hier in den letzten Sektor geht, in Richtung Busstop, dann könnte es vielleicht nochmal reichen. 4 Zehntel könnte ein bisschen zu viel sein, ja, 4,5 Zehntel. Da muss jetzt die Giga-Dive kommen. Es muss jetzt die Giga-Dive kommen, Leute. Ja, er kommt nochmal ran, 3 Zehntel. Ja, Enzo Bonito gewinnt das Ding. Nils auf P2, Chinjik auf 3, McCormick auf 4, sehr, sehr nice. Ja, und er schafft es nicht. Ganz knapp, Leute, es muss so belastend sein. Es muss so belastend sein, wenn du da 1 Zehntel hinter P6 ins Ziel kommst. Und du bist nicht im Finale. Es ist so ärgerlich. Es ist ärgerlich. Yeah, he led from start to finish pretty much. Nils Niox unable to usurp him, but what a race from Benito. I think the
certainly the controversy, I think, has to be what happened, of course, at the midfield. I think, obviously, with the likes of Kevin Ellis Jr. coming in at Rivage, I think that'll certainly be on the minds of many of the drivers. But what a race, Lewis. Da müssen wir uns gleich mal angucken, wer jetzt auch noch im zweiten Halbfinale ist. Da bin ich mal gespannt, weil ich weiß überhaupt gar nicht, wer im zweiten Halbfinale ist. Na, Max ist P8 geworden, sehr, sehr schade. Might have been a bout of frustration because remember he was going through up to that point. He was in that top 6, or at least threatening the top 6, should we say? Moin. He did lose a place or two, making his way up through the on that. Nee, offiziell ist noch nicht bekannt, wann das released werden soll. Wahrscheinlich, ich würde sagen, irgendwann 2024. Which can happen, but certainly when you're in an event such as this, the pressure, and we've spoken about it, can really measure high on the Richter scale. It might just have taken him over just a little bit too much there. Any surprises from the race, do you think? Any like results-wise? I mean, Bennica being one of them, just 8, but it all comes to qualifying. Yeah, I think that was obviously one of the big surprises. I think one of the major talking points, though, Furia. Kennen sich hier schon wieder alle. Perfekt. So ein richtiger Stammtisch hier. So muss er sein. Obviously, since that he's qualified or at least taken part in his very first ESL one event, coming in for a great driver of theirs, Bautista, who is now unfortunately going to be sitting out of this one. But it looks like Furia. Der neue Porsche, also ich sag jetzt einfach mal, der neue Porsche in ACC wird bestimmt, also das wäre sehr, sehr frech von Kunos, wenn die dem auch keinen Topspeed geben würden. Das wäre sehr frech. Was ist überhaupt mit Max am Start passiert? Ich glaube, guck mal, Max hatte einen sehr schlechten Start auch, ne? Also er hatte quasi schon eine Position am Start verloren und das ist dann, gut, er war auf der Außenseite, da konnte es dann wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Boah, hier wurde es auch so ganz, ganz knapp, ne? Und McCormick auch. Das war auch richtig krank, ja. Side by Side sind die hier gefühlt die halbe Runde gefahren. Jetzt hier seht ihr das nochmal. Zack, hier, Tür an Tür, leichte Berührung. Und auch wenn du mal durchs Kies fährst, du verlierst halt nicht direkt, also in ACC, wenn du da so durchs Kies gefahren wärst, du hättest direkt 2 Positionen noch verloren, weil der Kies sich so abbremst. Ich weiß jetzt nicht, was realistischer ist. Wenn du echt mal durchs Kies fährst, ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass du wie durch, ne? Also was weiß ich, dass du dann 20 km/h, 30 km/h weniger auf einmal hast oder so, sondern dass man da schon so ein bisschen drüber surfen kann, teilweise, wenn man nicht komplett durchfährt. Aber auf jeden Fall verlierst du hier nicht so viel Zeit in Rennsport. Anscheinend. Und teilweise musst du sogar, wenn du richtig schnell sein willst, hier und da ein bisschen minimal Off-Track unterwegs sein auch, also die volle Streckenbreite mitnehmen. Ja, das kann gut sein, dass die neuen Autos erstmal grundsätzlich alle zu stark sein werden. Ja. Wir werden sehen. Aus marketingtechnischer Sicht macht das natürlich immer Sinn, ne? Die erstmal gut zu machen. Jeder will sie haben, jeder will sie fahren, wenn du gut fahren willst, wenn du vorne mit dabei sein willst. Es kommt auch darauf an, wie tief die Kiesbetten sind, ja. Aber in ACC verlierst du grundsätzlich sehr viel Zeit. Also hier sehen wir nochmal den Bowling Boris gemacht hier. Ich meine, wenn du so durchs Kies fährst, ist natürlich logisch, dass dann auch Zeit kostet. Boah, jetzt hier. Ja, wie er da durch die Kurve gefahren ist. Guck mal, komplett quer. Das ist halt ein bisschen too much. So, ne, weil so fährt kein GT3 durch eine Kurve. Aber grundsätzlich finde ich es auch gut, wenn die Autos so ein bisschen am Arbeiten sind. Wenn du so ein bisschen ums Limit herumspielen kannst, finde ich schon geil. Also zum Beispiel in iRacing ist es ja so, du musst ja komplett ohne Rutscher fahren oder irgendwie was. Ne? Also in iRacing wird jeder Rutscher halt sehr, sehr viel bestraft durch etwas höhere Reifendrücke und sowas und dann hast du noch weniger Grip und bliblablub. Aber in echt ist es ja auch teilweise so, dass die da ein bisschen am Rumrudern sind und hier und da. Ja, weiß nicht, so ein etwas gröberes Limit hast und nicht so ein, du darfst nur so ganz penibel fahren und nur dann bist du schnell. Talk to us about that race. Talk to us about those final moments and defending from Thomas Tattler. Looked pretty hard out there.
Teilweise bist du in ACC aber auch so noch relativ schnell, wenn du so einen gewissen Slip-Angle hast, ne? Wenn du in die Kurve reinfährst und das Auto rotiert so ein bisschen rein. Das ist natürlich nicht gut für die Reifen, aber grundsätzlich ist es halt nicht langsam in ACC. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Limit. Und in Rennsport ist, glaube ich, dieses Limit nochmal ein bisschen größer, dass du da ja teilweise fast, es ist nicht ganz Driften, aber es ist halt so Powerslide-mäßig, ist es, würde ich jetzt mal so sagen. Moin, Thomas. Was sagen die Reifen zu solchen Aktionen? In Rennsport ist das Stand jetzt so, dass deine Reifen halt, also je geringer die Reifentemperatur ist, oder sagen wir, ich glaube, irgendwo im Bereich von 100 Grad oder so hast du, glaube ich, 100 bis 110 Grad, hast du die beste Reifenperformance. In den Rennen ist es aber so, wenn du halt zu viel pusht, dann kommst du schnell mal in Richtung 120, 130, 140 Grad oder so. Und wenn du halt zu viel pusht, dann kommst du vielleicht am Anfang mal eine Sekunde weg, aber hinten raus holen dich alle anderen wieder ein. So, deswegen muss man da so ein bisschen momentan gucken, dass man da so eine goldene Mitte findet, so wie ich das verstanden habe. Like all the sim racers probably know them, the small tenths and here and there. But yeah, for sure I will get there somehow. I still have a lot more time to practice, and hopefully for the next round we can maybe come even stronger. Well, I say we'll let you get off and prepare for the finals. We'll see you back out in action in not too long. Cheers. Well, with that all dealt with, it's time for me to jump out of here because, George, you've got some discussion to do as we bring back in veracity. George, what on earth has just happened there? I'll tell you what, I certainly was not 24 Stunden Rennen am Nürburgring. Ich bin da. Das größte Problem, was wir alle wieder haben, wir Simracer, vor allem die SRO fahren. Ich glaube, es ist so, dass ein SRO-Rennen, ein 24er, war es ein 24er? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein SRO-Rennen findet genau an dem Datum statt, wo das 24er Nordschleife ist. Und das ist ja wieder frech. Jasmine, and I have to tell you, it blew me away. I mean, obviously, I felt that given the fact that he qualified outside of that top ja, Nils ist super strong hier. Ja, haben wir ja gerade gesehen, er ist Zweiter geworden, ist im Finale dabei, ist auch wieder potenziell Siegkandidat hier heute. Deswegen sehr, sehr strong und momentan sowieso richtig gut drauf, ne, anscheinend. And especially stepping in for your very first round in ESL R1, I just think, you know, it's just awe-inspiring, and I'm sure. Jo, Patrick, schönen Abend dir. I'm wondering if all the other drivers are going to be thinking and feeling. Wer legt das denn so? Ja, dann müssen wir die Jungs von der SRO fragen. Ne? Ich weiß auch nicht, also es gibt halt so Termine, die darfst du nicht nehmen. Also ich sag mal, Formel 1, alles schön und gut. Ist ja noch egal, wenn man ein Formel 1 Rennen nicht gucken kannst. Aber das eine Rennen, dieses eine Rennen, das ist ganz schwierig. Das kannst du auch niemandem erklären. Not on his own account, to be honest with you. Big shame to see what happened to Tormala. I mean, he was the victim or a bystander, certainly of an incident. Kevin Ellis Jr. unfortunately, I think, just missing the braking zone. Wenn man gewinnt, wenn man insgesamt also wenn man die gesamte Season gewinnt, also das Turnier, wie war es nochmal aufgeteilt? Ich glaube für das... Wie viel waren das nochmal? Ich weiß nicht, wie das aufgeteilt ist. Insgesamt ist es circa eine halbe Million Prize Pool. Aber es wird natürlich dann aufgeteilt in verschiedene Parts und Team Championship, Driver Championship und so weiter. Wer ist denn die Rakete? Welche Rakete? Ach, ich dachte, du meinst mich. Meinst die Rakete? Ach so. Weiß ich. How important is it really qualifying well, especially when it comes to Spa in particular? Bester Fahrer 45 und bestes Team auch 45. Okay, krass. Extremely important, especially here in this series. Of course, if you can get yourself into the top 6 from the get-go, it makes your life a lot easier, obviously, to try and hold on to the position. There's always going to be that fight for that P6 spot. Oder Jinkame, moin. Between going through or going home, essentially. So it's just, it means a lot more, should we say, in these particular events. Dachte ich mir schon. Of course, when we get to the final, that's when all the points are on for the top places. But nevertheless, it makes for great racing, and
Der Max ist nicht mehr bei Redline, weil sich wahrscheinlich die Möglichkeit ergeben hat, oder was heißt wahrscheinlich, weil sich die Möglichkeit ergeben hat, dass er hier bei dem Turnier mit Maus Sports dabei sein kann. Und das ist auch ein sehr, sehr, also von den Fahrern her, mit dem Moritz zusammen, mit dem Juri, Kastrop zusammen, Patrick Holzmann, ein extrem starkes Team auf jeden Fall. Also jetzt sehen wir das Viertelfinale 3. Also aus diesem Rennen werden wir gleich 6 Fahrer sehen, die im Halbfinale unterwegs sein werden. Oh mein Gott, was macht der Porsche da? Oh mein Gott, was ist da denn passiert? Alter. Was ist mit dem Porsche passiert? Hilfe. Bennett gegen Rogers, auch geiles Duell. Rogers ist auf jeden Fall hier gerade auf der 1. Moritz auf der 5. Wichtig. Wichtig. Boah, 3-Wide in Richtung erste Kurve. Pejic, Wisniewski und Murphy sind das, glaube ich, hier. Alter, oh mein Gott, da geht's. Boah, Leute, zieht euch das rein. Das ist so wild. Just check out a little bit from the grouping, especially when Veloso had to come into the pit lane to serve a drive-through penalty, ending his chances of progressing. Rogers hat das Ding hier easy mal eben gewonnen. Also Rogers, Bennett, Flug, Toman, Löhner und Pejic kommen ins Halbfinale. Das ist sehr, sehr geil, weil dann haben wir wieder einen Mausfahrer dabei, der sich hoffentlich fürs Finale qualifizieren kann. So, Siggi, Stapleford, Gate, Beckham und... Oh, Dennis Schöninger. Dennis Schöninger müssen wir auch die Däumchen drücken hier. Und Patrick Holzmann. Der ist auf 9 gerade oder auf 10. Da sehen wir es. Oh, da drehen sich 2 raus. What the fuck? Ja, oh mein Gott, da ist alles tot gewesen. Oh mein Gott, alles tot, alles tot. Alles sowas von Mausetot, ey. Ja, ey, Dennis auf 3 hier. Let's go. Strong, sehr, sehr strong von Dennis. Also Sigi, Gate, Schöniger, Beckham, Ossi Yildirim. Ich liebe so Namen. Well, this is only the second time that FaZe are making it through to the semi-finals, George. Talk me through. Stimmt, einer von FaZe ist auch, also der, den ich gerade versucht habe auszusprechen, der ist auch im Halbfinale. We've got a very spicy lineup on this occasion, Jasmine, and I'm looking forward to seeing who, da sehen wir es auch nochmal. Rogers, Toman, Löhner, Bennett, Beckham, Siggi, Flug, Pejic, Gate, Schöniger, Yildirim und Capet. Sind wir mal gespannt, was der Moritz da und Co. so alles zaubern werden. Toman war sehr, sehr stark auf Spa, muss man sagen, im ersten Lauf. Aber Rogers, haben wir gerade auch gesehen, hat das Viertelfinale auch easy, was heißt easy, aber auf P1 mit einem relativ großen Abstand gewonnen. Tremendous performance and their first semi-final appearance in Tim Jarschel's last quarter-final win. You know what I'm like. I love my fun facts of the day. And every single team, aside from Heroic, have had at least one driver make it through to the final. So I feel like for FaZe, pressure is definitely going to be weighing in incredibly heavy on the shoulders as well. But one team that is definitely not going to be feeling as much pressure as FaZe might be doing so is Team Redline, George. And I believe we have 2 players in particular you want to focus on. Leute, lasst auch gerne ein Däumchen da. Das wäre immer super, wenn wir hier mal so ein paar Däumchen sprengen würden hier auf YouTube. Und gerne ein Abo dalassen, falls ihr generell Bock auf Simracing Action habt. Rogers gegen Bennett, ne? Das sind auch so 2 geisteskrank schnelle Fahrer. Ranking 1 here, Joshua Rogers, obviously where it comes to the head-to-heads. The Spa round 1, of course, it led to Joshua Rogers claiming 4th in that particular event. Luke
Bennett coming back with 11th. But it just seems to me that Bennett constantly grinds and tends to rise to the occasion and finding his feet more and more as time goes on. Eventually, he would then land his very first Du kommst über die App, über die Rennsport-App kommst du an Liveries dran, also beziehungsweise die hatten bei ihrem ersten Event damals, bei dem ersten Lauf, konntest du halt über die Rennsport-App gucken, also den Stream gucken, und sobald du den geguckt hast, hast du halt eine Livery bekommen, die du dann im finalen Spiel dann hinterher nutzen kannst. I wouldn't. You'd be a fool, I think, to I think predict that it will all be Rogers. I would Den say neuen Porsche 963 LMDH von Lego. Echt, haben die den als Lego-Modell? Kevin Siggy, of course, who is right up there and is geil. looking for an upturn in his fortunes. Didn't Also have ich it mich all his auch. own way either in the first 2 rounds. We went to a LAN event in Katowice. Obviously had. Sieht der denn gut oder scheiße aus? Was hat Held der Steine gesagt? Held der Steine hat wahrscheinlich ihr Lego wieder so richtig geroastet. Guten Abend. Speaking of performing Rock. at the highest level, we also saw Marcel Chinchik walk away with a record-breaking track time over on Spa, over in qualifying for our quarterfinals as well. So I'm curious to find out how exactly it was that he was able to do it. Ist klein. Achso, ich dachte, das wäre so schon so ein Oschi oder so. Look then around the circuit of Spa-Francorchamps in the hands of Mr. Consistent, the R8G sports driver of Marcel. Da haben wir ja wieder ein gutes Field of View hier. Field of View aus was weiß ich, was für ein Beschleuniger hier, Teilchenbeschleuniger gewählt oder was? Aus einer. Sieht aus, als ob der Zeitreise machst hier im Audi. Ja, Mann, ist so GoPro einmal im Kofferraum befestigt. Perfekt. Just in 5th gear, coming over the crest and balancing it around about 250 kilometers an hour onto the Kemmel, straight as we head through the Kemmel curve and into the heavy braking zone of Lake Com. It's so far up. Aber da seht ihr mal, wie man halt fährt. So, hier müssen wir aufs Lenkrad achten jetzt hier, wenn man so um die Kurven fährt. So, hier sieht es noch normal aus. Sieht auch noch relativ normal aus. Sieht auch noch relativ normal aus. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es ein bisschen rutschiger zur Sache geht hier. Da seht ihr das ein bisschen, diese leichten Slides. Hier müsste es eigentlich auch nochmal so sein, oder? Geht. Jetzt hier in der Doppel-Links-Pohan. So, jetzt hier kommt hier eigentlich so diese Drift-Passage. Diese rechts-links. Or as I like to call it, piff-paff. Find a slightly later apex for the right hander, which will allow you to swing through the left nice and cleanly. Use the curve on the right hand side of the exit before we get down into the braking zone of campers. Ja, seht ihr immer, wenn das Lenkrad... Ich meine, es geht. Es ist jetzt... ich weiß nicht, ob sie noch was daran geändert haben. Also es sieht ein bisschen cleaner aus vom Grundding her. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen mit den Beinen, ne? Oder wo er mit dem Fuß immer da auf die Bremse gegangen ist und sowas. Das sind die kleinen Details manchmal, die ganz cool sind. Da habt ihr zum Beispiel gesehen, ne? Das ist normal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das schon eine schnelle Runde war oder so, aber ist so durch die letzte Kurve auch so mit so einem, es sah vom, also, hättest du jetzt mich gefragt, ob das schnell war oder langsam war, hätte ich gesagt, okay, das wäre halt eigentlich langsam gewesen, weil du slidest da irgendwie so halb raus und kriegst halt nicht die Traktion auf die Erde, aber anscheinend musst du das jetzt gerade so machen, um schnell zu sein. Ja, Jowski, der ist auch sehr, sehr stark. Ich will auch so einen roten Sitz. Wird mir so ein roter Sitz stehen, Leute? Oder ist schwarz? Eher schwarz. Aber rot sieht auch irgendwie schon cool aus, ne? So ein Mabix roten Sitz, da sehe ich mich auch irgendwie. Do you feel like if that initial spin didn't happen in quarterfinals 2, you would have made it to the finals once schwarz. again? Yeah, I'm very certain that without that spin, I would have been semifinals easily.
Wisst ihr, was ich geil finden würde? So schwarz, aber mit roten Akzenten. So, zum Beispiel irgendwelche Nähte oder so irgendwie in Rot oder so. Oder das hier so, dieses Zeichen hier von Momo irgendwie in Rot oder sowas. Oder so einen roten Punkt hier von meiner Kamera. Ne? Den haben wir ja schon mal integriert, aber... Rot macht die aggressiv. Meinst du, dann beiße ich noch mehr hier, beiße ich irgendwann in meinen Sitz rein. Of course, it's a bit of a shame not to see you in these closing rounds, but you must have a lot of confidence in the likes of Risto, obviously your teammate Yuri Toman as well. Ich meine auch, das wäre so ein Eyecatcher, ja, aber ich weiß auch nicht, ob es too much ist. Sieht schon sehr brutal rot aus, ne? Also es ist schon ziemlich rot. Cool wäre es, wenn das, was schwarz ist an dem Sitz, halt rot wäre und was jetzt gerade rot ist, schwarz wäre. Das wäre gut. The biggest competition here for Yuri and Risto heading into semi-final number 2. I have to check the semi-finals. Nee, Quali war noch nicht. Quali kommt jetzt gleich. In the second one, but we can come back and ask you that again a little bit later as well, no worries at all. But I'm curious to find out a little bit more about the team dynamic and the team as a whole on the side of RHG. So let's go ahead and find out. So, das ist jetzt hier Team RHG. Das sind die Audi-Schwitzer hier. likely me. As most aggressive. Same. Ah, to be late, Miss Briefing. Da sehe ich mich auch, Leute. Risk everything to send it. Könnte ich manchmal könnte ich ein bisschen mehr senden. Overheated Tires. Da sehen wir Gamal auf jeden Fall am ehesten. Oder Noah. To go soft on his tires. Ich bin ja hier neuerdings der Reifenflüsterer. Drive like a granny. Da will ich jetzt niemandem zu nahe treten. Again, to compensate for speed, so I do understand. Data is cool. We have like a sheet with all the times and everything, and he's always updating like rankings of average times. I gotta say, I absolutely love auch the ein very absolut krankes modest Team, Leute. nature of everybody not wanting to say that, you know, they're the most confident or best driver out of your entire team. Drive like a But, granny ist der Captain. Ja, stimmt, Captain ist ja gerade nicht da, ne? In particular, that was, are there any of the tracks that reward aggressive Der driving Capitano. more than others? Yeah, I would say Spa rewards aggressive driving more than the other tracks. Compared to Nürburgring, here you could punish the tires. Das kann man auch mal in Silvio, das stimmt. Man kann sich auch mal seinen Sitz selber so ein bisschen modifizieren. Oh, Shopee! Was geht? Wir gucken gerade ein bisschen hier den Schwitzern zu. Also das heißt, ich bin heute hier im Pullover, weil es ist mal schön angenehm, einfach mal nicht zu schwitzen. Spa was my favorite, but so far it's not going too well. Den Nesmo One hätte ich mir fast gekauft. Ich habe den Daytona Evo jetzt gerade. Und ich weiß nicht, ob... also der hat nochmal eine etwas andere Polsterung, der Nesmo One. Kann ich aber nicht sagen, ob das jetzt bequemer ist als der Daytona oder nicht. Dickes Mabix-Logo auf dem Sitz. Ich brauche erstmal ein neues Logo, Leute. Ich brauche ein neues Mabix-Logo. Ich muss mich mal da dran setzen, Photoshop einmal durchspielen, durchstudieren und dann ein richtig geiles Logo basteln. Das geht ja so nicht weiter hier. Lesmo One habe ich mir heute bestellt. Ich glaube, da kannst du auch nichts mit falsch machen. Der Sitz ist auch, glaube ich, relativ teuer. Kostet ja irgendwie um die 600 Tacken, ne? Okay, alright. How about your prediction for me, George? How are you feeling about this one? Yeah, I think it's going to be a close one. I think obviously the likes of RHG are exceptionally strong around this track, but you can't write 400 plus Versand. Josh Rogers. Krass. I think he's aber irgendeiner war doch teurer als der Daytona Evo. War das nicht der Lesmo? To chase off Luke Bennett, he is a super driver as well.
given maybe some similarities between Spa and Gib mir Nürburgring, 40.000 Euro nicht, mach's dir. Perfekt. Dafür holst du dir auf Photoshop extra, sagst du? Für 20 Euro im Monat. I feel like your predictions have yet to be correct. Ein Auslaufmodell, ja, okay. Ja, ja dann let's go. Warum nicht? Also, wie gesagt, kannst du mit Sicherheit nichts falsch machen. Nicht in Photoshop, sondern im Illustrator als Vektor. Ja, okay. Wenn du es so siehst, ja, das stimmt. Aber ich bin da kein Profi. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwas Cooles mir kredenze. Ich wäre für Porsche-Logo. Genau, gibt wahrscheinlich keine Probleme irgendwie mit Copyright oder so, wenn ich da so ein Porsche-Gedöns mit reinmache. Mit Sicherheit nicht. I love that. I love that. I'm backing it all the way. Let's go ahead and welcome Lewis back once again. Lewis, what are your thoughts? Are you in agreeance, disagreeance? How are you feeling? And what is your prediction? Siggy's going to get pole position and win the race. There we go. Not going for like 3 or 4 this time, so Luca can't get off of me. I think Siggy's going to win. He did really well to win quarterfinal 4. Genau, Rennsport ist nicht mal offiziell draußen. Es gibt schon eine ESL. Das ist genau der Weg, der besondere Weg, den Rennsport hier geht. Und deswegen haben sie auch die Beta ein bisschen nach hinten verschoben, damit sie halt die ESL hier, die Präsentation und alles, damit alles reibungslos läuft. Und ich finde es einen sehr interessanten, spannenden Weg, aber wie es dann tatsächlich alles letztendlich wird, das werden wir erst herausfinden. You're so nice. You're so nice. My hand's always right though. Yeah, usually. Okay, well, boys, I'm going to let you take it from here. It's time for semi-final number 2. Well, there we go. That's that dealt with. We're going to get ready for some more racing action. It's going to be fantastic, isn't it? I mean, ein anderer BS-Fahrer im Halbfinale, das weiß ich gar nicht. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, der eine war gerade in einem Crash verwickelt. Der ist auf jeden Fall nicht weiter. Rogers kommt mit Sicherheit ins Finale, ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er... Sei denn, er wird irgendwie abgeschossen, aber von der reinen Pace auf jeden Fall. Männer, wir brauchen ein Logo für mal... Was? Ja, ich guck mal. Wie gesagt, ich bastel da selber ein bisschen rum. Gucken, vielleicht kriege ich irgendwas. Ready for anything, certainly when it comes to Spa. I think obviously it was a shame to see Jonny Tormler suffer the way he did. I was a bit ja, ich habe auch den XL und du, ich sag's dir, wie es ist, wenn du so ein bisschen Muskeln aufbaust und wenn du mal so ein bisschen, auf Massephase gehst oder sowas, dann wird schon ein bisschen muckelig hier in dem Sitz. Aber jetzt gerade geht's noch. Yeah, the Mercs again seem to so, es müsste jetzt gleich wieder weitergehen, ja? Doing really, really well to grab fourth position. His teammate Dennis Schöneger actually did really, really well in the quarterfinals. In quarterfinal 4 to get 3rd position. I need water. In that, so he'll be looking pretty strong along with another Mercedes in Marco Pajic. But again, leaning towards those R8 GTs here. Toman's going to be fast. What I thought was most important to pick from semi-final 1 though was that. It seemed as though a 2-minute 14. Jo, Leonard, viel Spaß. 14.4, which is like the really fast times what we're expecting. Honestly, if I'd be sat there being like, if I've set a 2-minute 14.4 in qualifying, I'm almost guaranteed to be comfortably inside the top 6, not in like 4th or 5th position. I'm going to be on the front row of the grid, 1st, 2nd, 3rd, and I'm just going to have to just cruise through the race and I'll be in that top 6. Ich finde, das Quali ist teilweise sogar spannender als das Rennen, ey. Weil es halt so wichtig ist. Also wenn du weißt, oder beziehungsweise wenn du im Quali halt unter den ersten 3 stehst, dann bist du eigentlich schon zu 90% gefühlt im Finale. Oder beziehungsweise in der nächsten Runde. Weil das halt so wichtig ist. Massephase als Rennfahrer, No-Go, genau. Masse ist grundsätzlich nicht schnell. Das stimmt, das ist nämlich deine selbst auferlegte BOP.
Wie viel macht das eigentlich? Wie viel macht das eigentlich aus? Sagen wir, du setzt einen 70-Kilo-Typen auf einen Porsche Cup zum Beispiel, auf der Nordschleife, oder einen 100-Kilo-Typen. Wie viel würdet ihr sagen, macht das aus? Also wenn beide ungefähr gleich schnell sind von der Pace her. Ich kann mir das dann echt gar nicht so vorstellen, wie viel das dann in so einem Porsche Cup oder so ausmacht oder in einem GT3 oder so. Macht das in einem GT3 auch viel aus? Oder ist das egal? Also grundsätzlich ist es ja wichtig, als Fahrer relativ leicht zu sein und kompakt. Ja, es sind halt, ist halt so auch wie, ich sag mal, in ACC ist ja auch so, wenn du 30 Kilo BOP-Gewicht hast, dann merkst du das halt schon hier und da, aber ich weiß halt nicht, wie es in echt, ob es in echt halt genauso ist oder krasser oder weniger krass. Yeah, and then to even have a chance of scoring the big points in the final as well. I mean, you know, we've seen it time and time again, and that is why RAG are doing so well. You know, they've, you know, time and time again, we've seen the likes of Tobin, Jujovski, as well as Chinchik. Ich glaube auch nicht, dass es so extrem wichtig ist, gerade sowas wie Nordschleifen und sowas ist nicht so wichtig wie, sagen wir mal, in irgendwelchen kleineren Klassen mit weniger Leistung. Zum Beispiel beim Kartfahren. Beim Kartfahren sind ja 5 Kilo schon mega wichtig oder 10 Kilo oder sowas. Allein das ist ja schon ein großer Unterschied. Wenn du da jemanden hast, der 1,90 ist, 80, 90 Kilo wiegt oder hast so einen drahtigen Kleinen, der dann 65 Kilo wiegt, dann hat der mit 90 Kilo eigentlich schon gar keine Chance im Kart. Also klar, wenn er deutlich bessere Fahrer ist schon, aber wenn beide sehr gute Fahrer sind, hat der andere keine Chance. Middle sector. Yeah, we know his teammate can pull it off because obviously Marcel Chinchik did earlier on, as well as setting the fastest lap as we saw earlier in our VT for that ACC-Server schon wieder down? Ehrlich? Die waren doch gestern erst down, oder nicht? War das gestern? Gestern, vorgestern? Irgendwann waren sie auf jeden Fall auch schon wieder down. First semi-final appearance since Tim Jarschel. Of course, they have only had two drivers make it through. Oh Leute, Qualify läuft schon. So, Toman. Toman ist ein sehr, sehr schneller Fahrer. Wer hätte es gedacht hier? Sage ich wahrscheinlich bei jedem jetzt gleich wieder. Aber Toman war auch im ersten Spa-Lauf sehr, sehr gut dabei. Ja gut, Leute, wenn die Server down sind, dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt hier halt, ne? Yuri Toman mit der ersten gezeiteten Runde, das wird eine 4:5:0, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Runde. Also da wird er, ich würde jetzt mal sagen, damit wird er wahrscheinlich so in den Top 3 sein. Moritz! Komm! 14:5:40. Eine 4:5:0 wäre besser gewesen, aber eine 5:40 ist eine 10 schneller als Max vorhin. Mal gucken, vielleicht reicht es ja, um zumindest so irgendwo P6 rum zu sein. Rogers jetzt. Ich schätze, das wird auch wieder eine 4 oder eine 5 oder so. Eine 6, okay. Oh, Leute, das könnte für Rogers tatsächlich eng werden, wenn die alle so gut sind wie gerade, dann wird es wahrscheinlich eng für Rogers. Oh, Leute. Und Rogers ist ja auch, ihr habt es ja gerade gesehen, im Viertelfinale hat er das Ding einfach ohne Probleme gewonnen. Beckham, auch nicht ganz zufrieden. Gucken, was er hier auf dem Tacho hat. Eine 6:38 hinter Rogers. Die beiden Porsche Corner Jungs nur mit einer 6.
So, jetzt kommt hier auch ein RAG-Fahrer, der Capet. Mit einer 14.9. Okay, 14.9 ist auf jeden Fall erstmal eine etwas schlechtere Zeit heute. Dennis, let's go. Komm, eine 5. Hau eine 5 raus. Ah, eine 6.77, okay. Ist hinter den Porsche-Jungs. Pejic, der ist auch immer gut unterwegs. 14.623. Er sprengt die beiden Porsche-Jungs. Not a bad time, puts him in the top 6, but I'm sure he would have wanted more. But we'll very shortly see Julas Ozjildirim make his way through as well. So, jetzt kommt der Face-Fahrer hier. Oh, sehr stark. Bester Porsche. Bester Porsche, Leute. Von Face. Aus Yildirim. Es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Siggi auf 2. Auch Maschine. 14.468. Alter, krass. Coanda wurde geschlagen von einem anderen Porsche. Wo gibt's denn sowas? Luke Bennett. 14.392. Alter, what the fuck. Das ist halt eine Runde gewesen, ne? 14.392. Ja, jetzt kommt wieder ein Porsche. Boah, 2000stel hinter Rogers. Leute, das wird jetzt wie so eine Straßenschlägerei um diesen 6. Platz. So, Rogers ist auf P7, glaube ich, oder startet von P7. Und alle wollen jetzt diesen 6. Platz mal wieder. Ja. So, da sehen wir es nochmal. Ja, Luke Bennett hat halt komplett da hat er einen rausgehauen, so mit einer 14.392, ne? Das ist halt, glaube ich, schon eine richtig starke Zeit. Ja, Moritz auf P6 und er hat Rogers hinter sich, ne? Also Löhner gegen Rogers. Geisteskrank. Und dahinter diese ganzen Namen, Leute, das sind alles absolute Top-E-Sportler. Yuri Toman, and our pole sitter for Team Redline, it's Luke Bennett, 2:14.392. Geisteskrank. Is there anything this kid just cannot do? Absolutely incredible. That is a wicked lap. Coming off the back of the Nürburgring as well. I did say before when we were talking with Jasmine, I did wonder whether die Nutze R5 habe ich getestet und ich fand die sehr, sehr gut für den Schreibtisch. Ich habe jetzt aber auch allerdings nicht die Fanatec DD getestet. Deswegen kann ich nur sagen, so die Nutze R5 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl für den Schreibtisch, aber ich denke, die tun sich am Ende des Tages nicht viel. Ist halt die Frage, was dir vielleicht persönlich besser gefällt, von den Lenkrädern her, vom Support her und von allem. VRS, ladies and gentlemen, of course supporting this series as well. Great to have them on board. But yeah, that front row. Könnte nicht top sein, du bist nicht dabei. Du, ey, ich sag's dir, wie es ist, ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer hier. Das sind absolute Schwitzer. Absolute Schwitzer, das sage ich dir. Ich meine, wir sind auch in ACC speziell halt sehr, sehr, sehr gut unterwegs hier und da. Aber ich schwitze halt bei weitem nicht so viel rein wie die. Ne? Weil ich will ja auch halt Content hier machen auf dem Kanal und nicht nur den ganzen Tag nur trainieren. Das ist halt auch nochmal der Unterschied. Nö, die E-Sportler können davon meistens nicht leben. Also es gibt ein paar, die werden da, sagen wir mal, Vollzeit für bezahlt. Aber die allerwenigsten. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in dem Fahrerfeld ist. Ob die alle davon irgendwie in irgendeiner Form ihr Lebensunterhalt bezahlen können. Ich sag mal so, viele sind auch noch relativ jung,
ne? Die haben, was weiß ich, teilweise studieren sie, machen Abi oder irgendwas. Can Toman take the lead is what I'm wondering. Obviously making his way down towards the source. He does like this circuit. He's performed well here before. Ja, Coanda und Redline definitiv, ja. Also die, auch Williams und so, du kriegst halt schon Geld, wenn du da fährst. Wie viel das ist, keine Ahnung. Es wird jetzt nicht so viel sein, dass man denkt, what the fuck, ich verdiene mir eine goldene Nase und kann in 5 Jahren in Rente gehen. Auf gar keinen Fall. Aber zumindest mal so, dass man so seine Fixkosten bezahlen kann und sowas. Das denke ich schon. Ich lebe halt von YouTube und beziehungsweise alles, was da so dranhängt, aber von E-Sports habe ich so gut wie gar nichts. Also, das ist halt für euch eher der Content. So, jetzt geht's los, Leute. Es geht los. Warum geht das immer so schnell? Ich wollte mich hier doch drauf vorbereiten hier mental. Ja, und Bennett, GG. Bennett hat dann schon mal wieder den Gigastart rausgehauen hier. Aber jetzt Audi gegen BMW im Hintergrund. Siggi gegen, wer ist das hier? Jajowski oder sowas? Oder wer war das? Ne, Toman war es. Toman. Okay, wir müssen auf Moritz gucken, Leute. Wir müssen auf Moritz gucken, der ist noch auf P6 und wird da hinten attackiert von Porsche, von Rogers wird er attackiert. Moritz, Junge! Daneben bleiben, genau. Daneben und rein da in den Lachs. Jawohl. Sehr stark. Und dann innen verteidigt er jetzt auch noch. Let's go. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. P6. Ja, sehr stark. Und Löhner kann, glaube ich, auch P5. Ich glaube, der kann ihn unter Druck setzen. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht so einschätzen. Den habe ich noch nicht so oft in den Top 6 gesehen. Den von Face, die Nummer 95. Ich sag einfach die Nummer 95. Es ist einfacher für mich. Aber macht jetzt gerade auf jeden Fall einen Giga-Job. Boah, aber Rogers macht Druck da im Hintergrund, ne? Oh, also ich glaube, Rogers will es auch nicht im Nacken haben. Vor allem für Rogers wäre das halt auch, der ist Erster in der Gesamtwertung. Und für den wäre das halt mega wichtig, ins Finale zu kommen. Für Moritz ist es aber auch super wichtig, weil Moritz ist overall, glaube ich, auch irgendwie auf P5 oder sowas. Also ist für jeden hier wichtig. Ja, genau, bei mir ist es öfter mal, genau, die andere Spannung. Hinter uns sind 2 tot, ich hab's nicht gesehen. Oh! Oh mein Gott. Das war's für Rogers. Porsche Corner einfach komplett tot. Scheiße. Das ist, ich sag mal so, für Moritz ist es natürlich jetzt sehr entspannt. Was heißt sehr entspannt, aber für ihn ist es auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn du so willst. Aber für Rogers ist es jetzt natürlich da sehr schlecht gelaufen. Boah, aber das war ganz knapp, ne? Also es hätte Moritz halt auch was erwischen können. Ultra knapp. Das war ein Big Off, ey. Joshua Rogers, though, fighting his way through, now up into 9th place with Marco Page, now reduced down into 10th as well. But Ulas Zilderim running a great race right now, just needs to hold it together, hold his position in between Jamie Fluke and Moritz Lerner. If it stays like this, FaZe are going through to a final. Yeah, and that would be amazing for Livestreaming gibt es auch, ja. Beziehungsweise, also ihr werdet gleich sehen, dass hier Strafen eingeblendet werden oder unter meiner Cam irgendwo werden gleich Strafen eingeblendet.
Da, jetzt sehen wir es nochmal. Oh, Pejic war es. Pejic hat einfach Rogers komplett getötet. Ja, viel zu später Verbremse gewesen. Es ist halt so ein ähnliches Ding, also nicht ganz, oder beziehungsweise eigentlich krasser gewesen als das, was wir vorhin gesehen haben von dem Audi. Einfach zu spät gebremst und dann keine Chance mehr gehabt auszuweichen. Porsche. Zumindest haben wir einen Porsche-Stand jetzt im Finale. Oder haben wir noch einen im Finale? Ich weiß es nicht. Einen Porsche haben wir auf P5 jetzt gerade im Finale. Okay, Löhner vorbei an. Ja, da sehen wir es jetzt. Oder unter neben einer Cam seht das. Drive-Through wegen Reckless Driving. Haben wir ja gerade gesehen. Ist auf jeden Fall verdient gewesen. I don't think Pejic will be surprised by that at all. You know, he's got a wise head on his shoulders. He'll know it was just a mistake. It was, you know, genau, der Dings, der fährt ja jetzt Triple Screen. Stimmt. Jetzt, wo er es sagt. Want to send it down the inside. It was just a misjudgment in the braking zone. Unfortunately, that doesn't matter. Yeah, when you're playing for this kind of money over the championship, those things hurt, and it's put Rogers onto the back foot for Porsche Grande. Pejic will drop back into 12th position. I'm pretty sure that so, Dennis hat tatsächlich, also Dennis Schöniger auf P7 hat noch eine Chance an den Özil drin ranzukommen. Der ist 1,4 Sekunden dahinter und wir haben noch 4 Runden. Es wird schwer, weil ich glaube, Moritz und so, die können jetzt schon pushen und die können eine etwas bessere Race Pace gehen als der Porsche. Und mal gucken, ob der sich mitziehen lassen kann. Ihr seht es auch, das sind nur noch 1,2, 1,3 Sekunden jetzt hier. Also Dennis kommt ran und der sieht natürlich auch das Finale da vor sich rumfahren. Und ich glaube, Dennis, ich kann es nicht einschätzen. Also ich glaube, Dennis könnte dann nochmal vielleicht ein bisschen stärker von der Race Pace sein. Ja, und Luke Bennett, da sehen wir es auch. Ey, Redline hat gleich 3 Fahrer im Finale. Bennett, Siggy und Bonito. Also die Chancen stehen sehr gut, dass es hier ein Redline-Fahrer heute macht. I'm going to say, I don't think he's going to win this race because I don't think he'll go for it as much as he does love winning. I think, again, the wiser call is to allow Bennett just to tick it off. Maybe he'll go for Oder es ist ein 49 Zoll, ja, das kann auch sein, dass das ein Ultra-Wide ist. Kann sein. Da können wir gleich nochmal drauf achten, wenn wir es eingeblendet bekommen. I'm sticking to my prediction, I'm sticking to Siggy, but right now I'm just not seeing it. So I'm kind of changing it, but not really. I just don't want to be wrong, George. No, I don't blame you, but currently I'm right, because Luke Bennett's leading the way, so I'm pleased with that. Dennis nur noch 1,1 Sekunden hinter P6. Let's go, Dennis. Push. Boah, Moritz. Moritz stark, ne? Also guck mal, da sehen wir es halt auch, ne? Der kann hier gut angasen und ist hier schon auf P4. Moritz auch mal einer, der hier mal auch innerhalb der Top 6 mal überholt und mal Bock hat. Ja, Dennis noch wieder 1,2 Sekunden. Oh, da fahren sie beide durchs Kies. Schöniger will potentially be involved in the fight. He can keep his tyres together for the final couple of laps and come on strong as this race progresses. I'm not so sure, but I would struggle to count him out. He is a quality driver at the end of the day. Yeah, absolutely right indeed. And just looking at the sehr gut. sharp end as well. Bennett and Siggy controlling the race. Toman just in behind. Lerner, as you quite rightly say, focusing now on an esports. Gab es schon einen Face-Fahrer im Finale bisher? Wenn nicht, dann ist natürlich nochmal extra Druck auf der Nummer 95. Dennis Schöniger getting closer and closer to the back of that phase machine as well. Sat in Triple versus Ultra Wide. Ich würde persönlich
Wenn du den Platz dafür hast und die Power dafür hast, würde ich Triple nehmen. Wenn du aber die kompaktere Variante haben willst und vielleicht auch, sagen wir jetzt nicht die Ultra-Grafikkarte und alles, dann kann es auch halt mit einem Ultra-Wide sehr, sehr gut sein und die bessere Variante sein. Also rein von der Immersion und vom Gesamtding her ist halt so ein Triple schon nochmal geiler, finde ich. Aber das kommt halt immer auf die Umstände an, sagen wir so. Moritz hat einen Triple Screen, ja, da sieht man es ganz deutlich. Da seht ihr ja unten genau die Kante. Which is quite a lot, but again, it brings it more into closer in some ways to some real world. Der Maus-Audi sieht schon ganz sexy aus, also nicht nur weil er rot ist, ne? Das stimmt. Ah, Dennis kommt gerade nicht so wirklich ran. Er ist immer so bei 1,2 Sekunden, 1,1 Sekunden. Und das reicht dann leider nicht. Es sind halt nur noch 2-3 Runden jetzt. But sometimes you have to burn out your tires a little bit more to do so, and that's going to put you on the back foot going on. 3x32. Doch, also ich habe 32 Zoll, 2560 x 1440, 165 Hertz Monitore und von der reinen, also von der Grafikpower her schaffe ich hier in 8C zum Beispiel, wenn ich alleine auf dem Server bin, so um die 100. Also zwischen 165 und 155 FPS meistens, je nach Strecke. Manche Strecken sind ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Aber so 150 FPS hast du schon meistens im Schnitt. Und das ist schon extrem geil. Du wirst halt, wenn du im Rennen unterwegs bist, wirst du halt durch die CPU eingebremst. Aber die Grafikkarte an sich, die schafft das. Die hat so viel Dampf. Warum sind die Rennen so kurz? Weil immer mehrere Rennen hier stattfinden und damit sich das pro Rennen nicht so in die Länge zieht, haben die halt so sehr kurze Sprintrennen. Also ich fände es persönlich geiler, wenn die Rennen zum Beispiel kurz anfangen. Zum Beispiel Viertelfinale 7 Runden, Halbfinale 10 Runden, Finale 15 Runden oder sowas. Fände ich persönlich jetzt ganz geil. Dann hast du nämlich so ein Finale, was so circa eine halbe Stunde geht oder so. Krim's coming on a long way. If anyone was watching the quarterfinals on Friday. 3x4K, 165 Hertz nicht, nee, aber ich habe dieses 2K, wenn du es so willst, also 1440p. Ich finde aber 1044p ist auch das beste Mittelding so, weil 4K, klar, ist geil, aber es ist halt einfach nicht so performant, wenn du das halt mal 3 nimmst und ich finde 1044p sieht immer noch sehr gut aus. Und du kannst es aber auch sehr gut darstellen mit sehr guten FPS. Mit einer 4090 auf jeden Fall. Habe ich die Nachricht falsch gelesen? Das kann sein. Das kommt schon mal vor. Leri, sehr moin. Triple 4K ist Overkill, ja, auf jeden Fall. Also selbst Single 4K ist halt schon für die meisten Grafikkarten so eine Challenge. Und das mal 3 ist halt absolut insane. Also da sind wir halt noch lange nicht wahrscheinlich. Chili Pommes, boah, jetzt so Chili Pommes sehe ich nicht. Obwohl, momentan nicht. Grüß dich. Ja, also ich will es halt auch für den Stream halt immer geil haben. Und deswegen verzichte ich halt hier und da mal auf so 10 FPS oder sowas und habe aber trotzdem die vollen Details und so. Sieht für euch halt auch im Stream einfach geil aus. And obviously they'll look to continue that. Unfortunately for Mouse, it only looks like they're going to have Moritz Lerner heading through to the next round. But nevertheless, AMS2 ist aber auch unfassbar performant, ne, muss man sagen. Also das ist wahrscheinlich das performanteste oder der performanteste Simracing-Titel, den wir haben. So, was haben wir denn hier? Dennis kommt leider nicht mehr ran. Ey, ich hätte gedacht, der kommt dann noch an den Zielrim ran.
Final Lap. Bennett macht das da vorne so, wie wir es erwartet haben. Siggy halbe Sekunde dahinter, Toman 2,5 Zehntel dahinter, knapp 3 Zehntel. Moritz knapp 2 Sekunden hinter Toman, lässt da auch wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Yeah, you can tell George has been to Spa. He knows where it is. But either way, on board with Yuri Toman. Like you say, this is his final attempt to go for something here. Is he going to go? Kann es sein, dass du dich von ACC verabschiedest? Wie kommst du denn darauf? Achso, du hast wahrscheinlich die letzten Rennen gesehen. Irgendwann werde ich mich von ACC verabschieden, natürlich. Mit Sicherheit. Ob es jetzt dann für Rennsport ist oder für AC2 oder für iRacing oder für sonst irgendwie was, das weiß niemand. Das weiß ich auch noch nicht. Rennsport heißt dieses Spiel, was ihr hier gerade im Hintergrund sehen könnt. Oder das größte E-Sports, Simracing E-Sports Turnier, was es eigentlich bisher so gegeben hat, auch von den Preisgeldern und allem. Sehr, sehr krass. Genau, erst noch halb auf den 19., weil am 19. wird es erstmal abgehen. Neues Update, neue Autos, hoffentlich sehr, sehr viel neu, sehr, sehr viel wieder neu lernen. Genau, frischer Wind. Absolut, ja. Nö, besser als ACC ist es nicht. Das kann man aber noch nicht beurteilen, weil es ist halt noch eine sehr frühe Version. Sagen wir es so, es hat auf jeden Fall die Connection zu der ESL und das ist schon mal aus E-Sport-Sicht sehr, sehr gut für Rennsport. Das heißt, die können auf jeden Fall große Turniere auf die Beine stellen. Größere, als es ACC momentan machen kann. Und von daher ist das, glaube ich, so aus E-Sport-Sicht eine sehr, sehr geile Sache hier mit Rennsport. Ob es jetzt die Sim wird oder das Spiel wird für uns alle, weiß ich nicht. Werden wir aber sehen. Luke hat das Ding hier halt dominiert, ne, vom Start weg, Pole geholt, ab die Fahrt. Und ein Porsche haben die im Finale. Yildirim hat das Ding hier nach Hause gefahren auf P6. Richtig, richtig gut. Und gleich gehen wir dann ins Finale. Und Rogers ist nicht im Finale, das ist eine Nummer. Aber gut, wir haben es gerade gesehen, er wurde auch da ordentlich entsorgt. Was wäre dein wichtigster Wunsch für deinen nächsten Titel? Ich kann dir sagen, ich persönlich fände es geil, wenn du so eine, wenn du etwas, also wenn es die Freiheit hat, jede Strecke, jedes Auto, jede Rennklasse auf dieser Welt mit rein zu integrieren, sodass man halt sehr, sehr viele geile Sachen potenziell fahren könnte. Also sagen wir mal, dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hätte, 1:1 24 Stunden Nordschleife wie in echt nachzufahren. Mit GT3, mit GT4, mit TCR, mit irgendwelchen Cup-Fahrzeugen, was weiß ich was, mit 100 Fahrzeugen auf dem Server, sodass man mit einem Wettersystem, mit allem drum und dran, das wäre so das für mich das Nonplusultra, wenn man da halt mega viel so mit reinbringen könnte. Aber ob das möglich sein wird oder ob das irgendjemand macht, weiß ich halt nicht. Genau, den Dutch ja nicht vergessen, ja. Also quasi wie ein R-Faktor 2. Aber R-Faktor ist mir halt zu... Wisst ihr so, R-Faktor hat auch gute Ansätze, aber R-Faktor ist für mich einfach so eine ewige Baustelle irgendwie. Weißt du, du gehst da rein, du brauchst erstmal gefühlt eine halbe oder eine Stunde, bis du das Force Feedback richtig eingestellt hast oder bis überhaupt mal alles läuft. Da musst du dann noch dreimal alles neu installieren oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ich habe dem Spiel schon öfter mal eine Chance gegeben, aber ich werde damit irgendwie nicht warm. Ich weiß es nicht. Es kann wahrscheinlich geil sein, aber für mich ist es irgendwie zu baustellenmäßig so.
Es muss halt was Aktuelles sein, was Modernes sein, mit einer einigermaßen guten Grafik, die Atmosphäre muss passen, der Sound muss passen. Wie gesagt, Wettersystem, dieses Gesamtpaket macht es halt dann am Ende des Tages aus. Und jede Simulation hat halt geile Möglichkeiten, aber nichts ist dieses Gesamtpaket. Wisst ihr so? Zum Beispiel in Race Room fehlt dir dann das Wetter oder halt auch die aktuelle, ne, also dass das halt aktuell viel gefahren wird. Und hier und da so ein paar Features. So in iRacing hast du wiederum andere geile Sachen, aber auch wiederum nicht so gute Sachen und bist limitiert von den Servern, kannst nicht so viele Autos auf dem Server fahren lassen und ja, weiß ich nicht. Ne? Also jede Sim hat ihre Vor- und Nachteile so. Wir brauchen eine Sim, wo sehr viel möglich ist. So. But it's gonna be very hard. The grid is so good, like it's best in the world, I can say. So I will do Krass, also der Kollege hat das gut gemacht hier, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das über die Bühne kriegt hier. Respekt. Und ich wollte mal eben kurz was gucken, weil das wollte ich euch auch noch mal kurz hier ans Herz legen. Moment. Nämlich. Moment. Ihr könnt mal, wenn ihr momentan auf der Suche seid, nach Hardware, PC-Hardware, PC-Technik, Monitoren, Festplatten, alles was es da so gibt, könnt ihr bei meinem Partner einfach mal Ausrufezeichen NBB, könnt ihr bei meinem Partner gerne mal vorbeischauen bei Notebooks Billiger, denn die haben momentan die Black Weeks, bedeutet sehr viele gute Angebote, bis zu 60%, falls man da irgendwo auf der Suche ist, weil wir haben ja gerade von Grafikkarten oder von Monitoren oder sonst irgendwie was geredet, die haben hier momentan sehr viele gute Angebote. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei meinem Partner, da ist auch der Link. Da unterstütche mich auch gleichzeitig, falls ihr momentan auf der Suche seid nach etwas PC-Hardware, technischen. Ich kann euch auch meine Grafikkarte eben zeigen. Warte mal, wo habe ich denn meine Grafikkarte hier? Meine Grafikkarte. Woher? Gaming? Sind wir hier? Gaming, Hardware, Zubehör? Wo sind denn die Grafikkarten? Ich bin immer so blind hier, wahrscheinlich. Grafikkarten. Nvidia. GeForce. Wo haben wir sie denn? Wo ist denn meine Grafikkarte? Die müsste das jetzt... Nee, ach, die. Wahrscheinlich die 4070 Digi? Nein. Ich habe diese Grafikkarte. Das ist meine Grafikkarte. Ein ultra, also das ist so ein geisteskrankes Ding und wenn du das Ding in der Hand hast, da denkst du, du kannst, ne, also Ziegelstein in groß und in brutal. Absolut geisteskrankes Ding. Morgen ausverkauft, ja. Nee, aber ist echt eine, also 4090, ich sag mal so, die 4090 ist eine Grafikkarte für... Es lohnt sich eigentlich nur, wenn du Triple also mit sehr, sehr hohen Auflösungen zu tun hast und da halt 140 FPS aufwärts irgendwie darstellen willst. Dann kann man sich diese Grafikkarte holen, aber für alle anderen ist das halt too much, würde ich jetzt sagen. Also da reicht auch, da kann man sich auch günstige Grafikkarten kaufen und auch genauso viel Spaß haben. Aber Triple, hohe FPS, hohe Auflösung, ist die halt geisteskrank. Ich verkaufe eine Niere. Und Existenz. Wo ich halt drüber nachgedacht habe auch, ist Folgendes. Ich hatte halt drüber nachgedacht, mir... Wo ist denn das hier? Prozessoren. AMD-Prozessoren. Ich hatte halt darüber nachgedacht, mir diesen Prozessor hier zu holen. Entweder den hier, den 7900er oder den 7950, aber es ist halt so scheißen teuer, wenn du dir diesen Prozessor holst für 645 Euro. Dann musst du dir noch ein Mainboard holen für nochmal um die 500 Euro. Plus nochmal den Arbeitsspeicher, auch nochmal für 300 Euro oder was weiß ich wie viel. Dann bist du wieder bei 1500 Euro gefühlt.
für mich ist halt dieser, also der 7900er oder 950 wäre halt für mich als Content Creator auch nochmal einigermaßen relevant, weil er hat halt mehr Kerne und alles. Und dementsprechend kann ich halt hier gewisse Sachen besser, also bessere hier Video-Rendering-Sachen und sowas, könntest du halt besser damit machen, als mit einem 7800er. Aber ich weiß ja nicht, ob es das wert ist. Ist es das wert, so viel mehr auszugeben? Wir hatten gerade eine 4090 für 1879 eingeblendet, ja, das ist richtig. Das war diese hier. Yeah, I mean, coming into this final round here at this point, obviously, Jeffrey, looking forward to seeing how your team. Ich habe den 5800X 3D auch, genau, aber deswegen, das ist ja noch, dann ist es ja noch geringer so, der Unterschied. Dann hast du nochmal 10% mehr, muss aber wieder über 1000 Euro auf den Tisch legen. Es ist alles so teuer, ja. Und am Ende des Tages für 10% mehr Leistung wieder so viel Geld auszugeben, das ist dann wieder wahrscheinlich alles zu teuer. Also Preis-Leistung stimmt halt einfach wieder nicht. We practiced a lot, you know, and I think that right now in practice he also showed that he is really fast. There's like no real difference in terms of pace between, for example, Luke or Kevin or Enzo or me. Well, I was a little bit. Genau, Leute, aber wie gesagt, wenn er hier mal bei den Black Weeks bei notebooksbilliger.de vorbeischauen wollt, Ausrufezeichen NBB. Dann könnt ihr hier einfach mal vorbeischauen. Die haben hier momentan sehr viele gute Angebote. So, wir gehen mal wieder rüber. Wir gehen mal wieder rüber. Katowice was only my second LAN, and I really like LAN, to be honest, because everyone is on the same equipment and on the same pressure. At home, I don't know, I feel a little bit less comfortable even than at LAN, so yeah. I think that's a perfect timing for me to mention as well that the setups that you folks were using over in Katowice was none other than the VRS setups, the VRS wheels. So if anybody in the chat du hast ein Triple Setup, musst du beim PC Start neu einstellen? Nö. Also es ist so, ich habe einen Monitor am Schreibtisch, ich habe 3 Monitore hier an meinem Rig und einen Monitor noch oben drüber, also 4 an meinem Rig. Aber der 4. ist über meinen Streaming-PC. Also der ist nicht mit meinem Gaming-PC verbunden. Und immer wenn ich an den Schreibtisch gehe, stecke ich quasi einen Slot hinten um, sodass ich dann das Bild am Schreibtisch habe und am Schreibtisch arbeiten kann und alles. Und wenn ich hier in meinen Rig gehe, dann stecke ich das Ganze wieder um, hinten im DisplayPort, sodass ich hier wieder meine gesamten Bilder habe, aber da muss ich nichts neu einstellen. George, I'm not going to let you give me your prediction just yet, by the way. Nee, den Code habe ich tatsächlich nicht bei notebooksbilliger.de. Das liegt aber auch daran, dass diese großen Shops, generell auch der Simrace Shop und alle, dass du bei sehr vielen Produkten, sage ich mal, relativ geringe Margen hast. Und so, sagen wir mal, es würde einen 10% Code geben oder sowas, der über mich läuft, dann wird sich ja jeder direkt so eine Grafikkarte für 200 Euro günstiger holen und dementsprechend wird der Shop damit wahrscheinlich noch mit Verlust irgendwie rausgehen aus der Sache. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, so gut wie auch nie irgendwelche Codes. Aber es gibt halt diese Aktionen, deswegen weise ich euch da ja drauf hin, wie jetzt zum Beispiel diese Black Week, wo sehr viele gute Angebote gibt. Und das ist das, was ich halt tun kann. Dass ich euch regelmäßig darauf hinweise, wenn es mal irgendwelche guten Aktionen gibt. Yeah, I think he can do it again. I mean, the boys practiced a lot. We practiced a lot. Mainly on qualifying, of course, because it's super important. Jeffrey Riedfeld ist auch übrigens ein sehr, sehr guter Modellautorennfahrer. Was ist denn ein Modellautorennfahrer? Were those the times that you saw in practice as well? Yes. Yep. Yeah. All right, well, for everybody joining us in the chat, once again, feel free to spam away with any questions you might have for Jeffrey. But I want to find out a little bit more about the team environment and the team as a whole. So let's go ahead and find out. Das ist Team Redline. There's no way.
So ein Pullover würde ich aussehen, du. Da würde ich mich aussehen bei so einem Pullover. Ach, ach so, hier ferngesteuerte Autos. Ach so, okay. Ich dachte mir gerade so ein Modell. Ich hatte halt diese Modellauto, diese halt Modellautos, die du so ins Regal stellst, hatte ich so im Kopf. Krass, was es alles gibt, ne? Oder beziehungsweise, ich sag mal so, wenn er halt, Racing ist ja gibt es ja in vielen Facetten, ne? Es gibt ja Leute, die finden Racing geil, aber fliegen dann, sagen wir mal, es gibt auch Racing mit Flugzeugen zum Beispiel, ne? Dieses Red Bull, wie heißt das da? Red Bull Air Race Gedöns und so, das gibt es ja auch mit ferngesteuerten Flugzeugen oder Drohnen oder irgendwie was, das ist ja auch komplett geisteskrank. Es gibt so viele geile Sachen so eigentlich, die du machen kannst. Es gibt auch Carrera-Meisterschaften und sowas. Da war ja Jonas auch richtig krass unterwegs. Ist irgendwie, glaube ich, sogar mal irgendwie deutscher Meister oder so, oder weiß ich nicht genau, was er da gewonnen hat, aber irgendwas, auf jeden Fall war er auch gut unterwegs. So, und da gibt's ja so viele krasse Sachen. War bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale. What the fuck? I don't think any of us drives like a granny in real life. I have a black box though on my car. Oh yeah, he has to be very careful. Exactly. Yeah, if he goes 5 kilometers over, boom, insurance doesn't work. It's Bennett then. Sure. Yeah, I'm speeding all the time. Wow, Kevin. This is Kevin 100%. Because I'm the only one opening boat. We are not doing the finger They anymore. open it as well, eh? Bootrennen sind krank, ja, auf dem Wasser geht's auch ordentlich ab. Ich sag's dir, wie es ist. Leute, gleich, Grande Finale. Wann hat das letztes Mal angefangen, das Finale? 2015, 2010, irgendwie so? I think that might actually be my favorite Meet the Team video that we have. The team chemistry is truly incredible. Is it like that all the time, or are we just lucky to get to see it in like a video form? No, it's like that all the time, to be honest. I mean, we are really like a group of friends, you know, who are just enjoying sim racing together. So every day there's a lot of banter in the 4.000 Euro für den PC ist schon ein bisschen nerdig. Ja. Ich sag mal so. Ich habe damals, wo ich damals nach PCs geguckt habe, weiß ich noch ganz genau, ich habe mir einen PC ausgesucht, der hat 1.500 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, ich kaufe den Shit, da ist alles drin. Das Ding muss alles können. Also, egal was ich tue und anfasse, es muss alles auf Ultra und es muss geisteskrank sein. Wenn du heute einen PC für 1.500 Euro kaufst, bist du froh, wenn du 1080p flüssig spielen kannst, so gefühlt. So, wisst ihr, was ich meine? Also, jetzt war jetzt ein bisschen übertrieben so. Man kann sich auch günstigere PCs kaufen. Aber für 1.500 Euro bekommst du nicht mehr das, was du vor 10 Jahren dafür bekommen hast. Auf keinen Fall. Also zumindest so im Verhältnis, ne? Wenn du guckst, dass eine Grafikkarte heutzutage 1.800 Euro kostet, 2.000 Euro kostet und früher hat eine High-End-Grafikkarte, wie viel hat die 980er damals gekostet oder die 980er, wie viel hat die gekostet? Ja, da hast du so bei 500, 600 Euro oder sowas gelegen. Irgendwie sowas in dem Bereich wahrscheinlich, ne? And then unfortunately I got taken out in the first lap, so there wasn't much I could do. Of course my qualifying lap should have been better. 980 Ti, ja okay, aber die Ti, die ist ja auch nochmal teurer, wenn die 800 gekostet hat. Und dann wird die normale 980er wahrscheinlich irgendwo im Bereich so 600 bis 700 Euro gelegen haben, wa? Und das war halt der absolut geisteskrankeste Shit, ne? Also wenn du eine 1080 für 800 bis 900 Euro hattest, da warst du das war der Shit, ne? Und jetzt bist du bei doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. Genau, diese Crisis war halt auch immer das Game, damit konntest du halt richtig protzen, ne? Wenn das flüssig lief auf episch und allem, das war früher so die Benchmark, sagen wir es mal so. Could potentially still win the major if you qualify for it, but I think for me, with what happened already in this season, it's going to be extremely tough. In terms of teams, I think we definitely stand a chance. Das ist echt wild.
if you look at the lineup we have, I think it's one of the strongest lineups on the grid. And yeah, I mean, the competition is so fierce, it's very hard to say. Aber ich sag mal so, die 4090, die ist so, die hat so viel Power. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich nochmal, ne, also das Einzige, was ich optimieren könnte, wäre, wie gesagt, vielleicht mal langfristig das mit der CPU, dass die halt so viel Dampf hat, dass du, sagen wir mal, von vorne bis hinten in so einem Rennen, also in der Startphase zum Beispiel auch 140 FPS hast oder sowas und während des Rennens dann auch 140, 160 FPS hast, irgendwo in der Range. Wenn das alles so läuft, dann brauchst du erstmal nicht mehr. So, es sei denn, irgendwann kommen 240 Hertz Monitore mit nochmal irgendwelchen krasseren Auflösungen, Effekten und sowas. Das entwickelt sich ja auch noch weiter. Aber Stand jetzt, sage ich euch, so eine 4090 und wahrscheinlich auch eine 4080 oder sowas, das sind für Simracing und Triple und so, mehr wirst du erstmal jetzt zumindest die nächsten 2-3 Jahre nicht brauchen. Ich hoffe, die nächsten 5 Jahre nicht. Aber wahrscheinlich habe ich das jetzt ausgesprochen und morgen ist es wieder anders. We'll have to find out. Nils Niox, of course, a man who is so sensational. Looking forward to seeing how he gets on. Of course, his experience will help him here. Enzo Benito also. Ja, also Solarpaneele, ich bin momentan am Überlegen, ob ich das mit meiner Familie zusammen machen soll hier auf dem Haus. Aber ist halt auch wieder sehr, sehr, sehr viel Geld alles, ne? Ich meine, es lohnt sich wahrscheinlich langfristig, aber aus der Quanta, da wird ja auch wieder schlecht, wenn du das alles siehst. And Lassie Sorensen, we spoke to him earlier on. What an incredible talent this man is. Obviously coming in for his first round at the ESL R1 Championship, and he's in. Nesca schaue ich nicht so oft, ne. I'm super excited to get the show on the road. So, wir müssen mal so langsam in Richtung Grande Finale gehen hier, so. Oh, Nils! Live for Speed and ESL. So it's really interesting to, 20 years later, come back to ESL again, that they're back in the game of sim racing. I started when I was 8, around that, somewhere in the 90s, with what you'd hardly call sim racing these days, but it was the best at the time. To have a long career in sim racing, I think first you need to really stay hungry. You need to have that will to win, else there's no chance you'll put the effort and time into it that it just needs, no matter the talent. I think right now what motivates me to still do this is that I can see I still have the capacity to be at the front, and now it's about proving I can actually keep up with those young generation, very talented sim racers, and still don't be second to them, but be on the same level still. And yeah, I've been on site. I've raced in front of audience already, so I hope that some people will just have some what we call lamb fever, which I hopefully don't. As for mentoring in the team, I think they're all already professional enough to know their own ways, how to get going. But yeah, maybe I can just infect my teammates a bit with a passion that's still there, and they can also see a long career ahead of them. I feel like every single driver story we kind of hear is truly inspirational and kind of heartwarming as well. But Jeffrey, I'd like to bring it back to you once again. I'm curious, when you end up in a little bit of a tense situation where, for example, we have Luke in pole position, then we have Kevin Siggy as well, how do you kind of determine which of those drivers has the ability and is quote-unquote allowed to overtake? Den Nils. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier diese... Wie kriege ich denn jetzt hier die scheiß Leiste unten weg, Leute? Warum ist das denn jetzt gerade? Ach, jetzt, okay. Jetzt ist es wieder. So. Keine Ahnung, vielleicht hat er Weisheitszähne irgendwie gezogen bekommen oder so an dem Tag. Ich weiß es nicht, was mit Nils los war, aber vielleicht... Ich habe nie so genau hingeschaut. Vielleicht sieht er auch immer so aus. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, muss ihn fragen. That's how we see it at least. So yeah, if for example Bennett gets pole position and Siggy gets second, then it's pretty obvious what Kevin has to do. Nils ist, glaube ich, wie alt ist Nils? 36? Ich glaube, Nils ist 36 oder so, ne? 38 oder 36. George, I definitely don't see you and Lewis doing that.
Ja, Simracing oder generell E-Sports, es ist die jüngere Generation hier, auf jeden Fall. Ist aber auch logisch, weil viele, also die wachsen halt damit auf. So, und deswegen fangen die schon früh an und dementsprechend sind sie halt auch sehr schnell sehr gut. Und diejenigen, die dann zum Beispiel so in meinem Alter oder in Nils Alter sind, die haben dann, sagen wir mal, irgendwann erst so richtig mit Simracing, also ich habe erst mit, keine Ahnung, lass es jetzt 7, 8 Jahre her sein, wo ich dann richtig mit Lenkrad angefangen habe. Da war ich halt schon Mitte 20. So. Und das ist ein riesen Unterschied, wie wenn du mit 10 Jahren anfängst, wie wenn du mit 25 anfängst. So, ne, also allein vom Lernfaktor her und so. Aber ich sag mal, es gibt halt nicht richtig oder falsch oder so, weil es gibt da draußen auch mit Sicherheit Fahrer, die fangen mit 20 an oder mit 25 und können dann nach ein paar Jahren oder was weiß ich, wie schnell auf einem Top-Niveau fahren. Aber es sind halt oft auch diese jungen Talente, die nochmal die 1-2% besser sein können hier und da, weil sie halt einfach früher angefangen haben oder so. Team Redline end up having 3 of your drivers over in the finals. Do we think all 3 will finish in top 3? Ideally, yeah. I think they all have the pace to be in the top 3, but it's still very important to nail your qualifying lap. Fahr doch mal VR. Ich bin schon mal VR damals mit der ersten VR-Brille gefahren, mit der Oculus Rift. Und also da bin ich in ACC gefahren, im Porsche 918 Spider auf der Nordschleife, ne, in AC, nicht ACC, sorry. Im 918 Spider auf der Nordschleife. Und das war geil, aber da war es halt noch das Problem, dass die Auflösung und alles so richtig beschissen waren. Und dementsprechend, ich habe mir die auch nur einmal kurz ausgeliehen vom Kollegen und wir haben das mal getestet. Und es war geil, aber es hat mich jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss das jeden Tag machen oder haben. Sondern es war mal für mich so eine Spielerei, die aber ganz cool war. Aber für mich als Content Creator ist halt auch immer die Sache, es muss halt praktisch sein. Ich habe nicht jetzt jeden Tag Lust, mir so ein Ding aufs Gesicht zu setzen und ne? Ich will ja auch den Chat lesen, ich will ja auch, ich muss als Content Creator halt auch noch auf andere Sachen achten und so weiter. Und wenn du dann in diesem VR-Ding drin bist, dann ist das alles irgendwie schwierig für mich. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das vertragen würde, so langfristig. Dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen müssen wir gucken, ob da halt nicht dieses, ob wir SRO fahren oder wie wir das machen, weil da anscheinend ein SRO-Rennen stattfindet an diesem Tag. Hey man, you did say that you perform better in the LAN müssen wir schauen. So man das. Aber wir haben jetzt 20:11 Uhr. Ich glaube, es geht so langsam in Richtung Finale. 20:15, glaube ich, oder so. Ich glaube, wenn du einmal VR gefahren bist und das also mal wirklich so intensiv gemacht hast und dich dann gewöhnt hast, dann willst du oder kannst du nicht mehr ohne. Aber ich wüsste jetzt, also ich habe jetzt, oder ich bin jetzt gerade so glücklich mit meinen Triples hier, dass ich, dass das für mich das beste Gesamtpaket ist. Aber vielleicht entwickelt sich ja auch VR noch weiter und man hat noch bessere, einfache Möglichkeiten oder ich kann es nicht sagen. Mal schauen, müssen wir gucken. Ausprobieren werde ich es in Zukunft, aber mit Sicherheit auch nochmal. Now, do you think every single team has got a game plan heading ne, es gab glaube ich nur die eine Livery bis jetzt in der Rennsport-App. Or do you think Team Redline are just ahead of the curve? I'm sure the team have a plan. Then at the same time, genau, 12 Stunden SRO, ja. Bathurst. Perfekt. Wer legt so ein, dann noch 12 Stunden. Du verpasst einfach die Hälfte des 24ers, Mann. Das ist so ein Witz. Wer tut sowas? Kein normaler Mensch, der ein bisschen einen Hauch von Organisation versteht. Kommt heute noch ein Rennen. Yes, wir warten auf das Finale. Grande Finale. There is no way that you actually think that you and Lewis would have that team synergy to not try and overtake each other. I refuse to believe it. Lewis, back me up on this one. Von Apple kommt auch noch was. Apple bin ich, also ich mag ja Produkte von Apple.
Ich finde auch, das iPhone grundsätzlich ist für mich persönlich, ich fühle mich da am wohlsten mit im Vergleich zu einem Android, aber das ist halt auch Geschmackssache. Es ist halt so wie alles im Leben, so geschmackssachenmäßig. Aber keine Ahnung, mal gucken, was sie dann auch so bringen. Vielleicht wäre das ja gar nicht schlecht, wenn Apple da auch mal was bringt. Aber die Frage ist halt, ob das halt für sowas sich dann auch eignet. Ne? Kommt doch darauf an, was das Ding kann und wofür es dann tatsächlich so, welche Zielgruppe ist es tatsächlich dann so? Ist es für die Gamer oder ist es dann eher für andere Tätigkeiten oder Branchen oder was auch immer? I'll hold my hands up. I ain't got that on you. Mostly because I'm really bad in those cars generally anyway. We stick in some touring cars. Ja, preislich sind die Apple-Sachen, müssen wir nicht drüber reden, ne? Ist wie mit den Grafikkarten auch. Du zahlst 1500 € für so ein Handy oder ne, im Endeffekt ist es ein geiles Handy, muss man sagen, aber ist auch einfach fucking viel Geld. I was going to say that we're going to be the first, we'll be the first all-star race on Rennsport, right? Me versus George, 1v1? I think it needs to happen. Show match. Make it happen. There we go. We've said our piece now. It's gonna happen. Leute, knacken wir heute noch die 500 Däumchen, ist die Frage. 500. Müssen wir heute eigentlich voll machen oder seid ihr da nicht dabei? 500 schaffen wir oder nicht? Finale ist jetzt gleich. Wir warten quasi. How are we thinking and feeling about that one? Do we think that run is going to kind of continue for him and the rest of the team as well? He's consistent. That's one thing to say. He just can't. It seems as though that he just can't stop being consistent. Yuri told me he just seems to every round we go to, he's just there or thereabouts. He's there or there. Maybe he's not winning every single time. Maybe he's not being. Nils ist im Finale, ja. Wir drücken Nils auf jeden Fall die Daumen. Moritz ist auch im Finale. McCormick ist im Finale. Wer ist noch alles im Finale? Team Redline ist, glaube ich, mit 3 Fahrern im Finale, also es wird ein ultra schwitziges Finale mal wieder. CTV Kaugummi. Ja, diese Passage jetzt hier von dem Halbfinale zum Finale. Ihr müsst aber auch bedenken, die Fahrer an sich, die müssen ja auch, also die gerade im Halbfinale gefahren sind, die müssen sich ja auch nochmal kurz runterkommen, was weiß ich, sich nochmal kurz vorbereiten. Das kostet alles immer Zeit. Du kannst nicht nach einem Halbfinale 10 Minuten später ein Finale starten. Du brauchst schon nochmal deine Zeit und dementsprechend dauert es dann jetzt nochmal hier so eine halbe Stunde oder sowas oder insgesamt eine halbe Stunde. Ja, Leute, wir sind fast schon wieder, jetzt sind wir fast kurz vor den 500. Vielen, vielen Dank. Now, Lewis, I was kind of quizzing a little bit earlier. Do we think all of the team mit VR sparst du dir, genau, du sparst dir Monitore, richtig? Du sparst dir in dem Sinne sparst du dir auch alles, was du so drumherum so als Gadget hast, sparst du dir, ja. Hier könnte ihre Werbung stehen, ja. Perfect. Niels Nyox the Grey. It has to be. The memes have spoken. It has to be Niels Nyox. Surely. I mean, der Kollege ist mir sympathisch hier oben. In der Mitte. Der hat gesagt, Nils, der graue Fuchs, er wird es machen. Er muss es tun. 500 Leute, let's go! Ihr Legenden. Ist ein Benz im Finale. McCormick fährt Benz, ja. Ein Benz ist mindestens im Finale. BMW und Audi sind hier sehr, sehr stark anscheinend. Also es wird ich sage, es wird ein BMW. Ich sag jetzt einfach, es wird ein BMW machen. BMW wird das Ding gewinnen. Weil BMW sehr viele starke Fahrer hat und gleichzeitig auch ein sehr gutes Auto hat. Und Audi, ich glaube, es werden, ich gebe einen Tipp ab, Leute, es werden 3 BMW auf dem Podium stehen. Ich glaube, es werden 3 BMW auf dem Podium stehen. Wenn nicht, dann wird ein Audi das sprengen, aber ich glaube, BMW dominiert das Finale jetzt hier. Mal gucken. Ich könnte mir schon vorstellen. Weil erstmal haben die sowas von geisteskrank starke Fahrer. Wir haben es ja gerade gesehen, Luke Bennett, Siggy, Nils Nyox, Enzo Bonito, alles BMW-Fahrer.
alles BMW-Fahrer und wenn die ihre Zeiten abrufen können im Quali, wird es für die Konkurrenz halt unfassbar schwer. So, es geht so langsam los. Ist, glaube ich, noch freies Training jetzt hier. Currently, we have got drivers making their way out in practice at this point, so obviously we'll wait and see who's going to top. Obviously, that's in qualifying, but nevertheless, it might give us a little bit of insight as to who might be the fastest here in the final. What I will say is this, going back to your point about Nils Niox, he has proven to have the pace. We've seen it before. Die alternative Route hier, der Kollege. Obviously, in our previous semi-final round. Obviously, he didn't have it in the end. He did set, though, a fast lap time. Mountain Gamer, dankeschön. Für deinen zweiten Monat auf Stufe 2 hier. Vielen, vielen Dank. Der Mountain Gamer. Benz ist vielleicht ein Hauch schlechter, ja, würde ich auch sagen. Aber wir haben vorhin gesehen, McCormack war nur eine halbe Zehntel hinter der Polezeit, glaube ich. Ich glaube, das war nur eine halbe Zehntel. Und das ist halt nichts. Ne, lass den AMG eine Zehntel langsamer sein als BMW oder Audi oder so. Oder minimal halt. Ich glaube, es ist aber nicht viel. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal was geändert haben im Vergleich zu den letzten Rennen. Oder ob sie das immer auf der gleichen Basis hier so lassen. Ich habe hier keine In-Ears oder sowas drin, nein. Ich höre das alles über eine Anlage. Other section, you bring in the semi-finals, you bring in the likes of Siggy, Bennett, Toman, Lerner, Fluke and Zilderman, and suddenly, again, that strength of field gets turned up to 11. Ja, Tobivan, viel Spaß. I do genuinely, I see those two as being. Schönen Abend. Remember the semi-final one qualifying. Er nutzt den Glitch auf der Strecke. Was für ein Glitch? Now, of course, Bennett's lap time was the fastest we've seen, but as a percentage, it seemed like semi-final one's qualifying session was faster. Yeah, that's true. I think as a collective, I think obviously it did look like the semi-final ones times were the quicker ones, but I mean, das kann man so einstellen. Du kannst das hier mit verschiedenen Audio-Software-Programmen kannst du das einstellen, dass man Hintergrundgeräusche nicht hört. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in meinem Lenkrad irgendwas mache, also ich könnte das so einstellen, dass du das alles komplett hörst, aber du kannst auch nur das einstellen, was direkt hier ins Mikrofon reingeht, so wie meine Stimme. Und alles andere, was außenrum herum passiert, das hörst du nicht. Das nennt man Noise Gate. Mountain Gamer haut auch mal 10 Schweizer Franken hier raus für den neuen Prozessor. Danke dir. Genau, neuer Prozessor. Ich habe ja einen relativ neuen. Aber also diese ganz neuen Sachen da, ich hätte ja Bock drauf, ne? Ich bin ja auch so ein Typ, der da echt Bock drauf hat, aber mit so viel Geld kannst du wahrscheinlich momentan noch sinnvollere Sachen anfangen. Genau, man hört Mabix nicht furzen und schmatzen, obwohl schmatzen hörst du halt doch manchmal, weil das ist, ne? Also schmatzen tue ich ja meistens mit dem Mund. Und das alles, was ich hier gerade mit dem Mund mache, das hört ihr. Manchmal nicht vorteilhaft, ich weiß. Du hörst weiter zu, nur ein paar Hotlaps auf dem Nürburgring. Da will ich aber jetzt auch in die 53 sehen. Kein Gym-ASMR. Ja, da würdest du nicht nur... da würdest du noch andere Geräusche hören. Immer. Ja. Hallo, das ist hier ein Simracing-Stream. It's unbelievable, really, Lewis. I just think a driver that comes in, he hasn't raced on these grids before, yet he can turn up here and enlist his first. Du willst meinen Hintergrund, den hier? Das wird teuer, Hammer, das sag ich dir, das wird teuer. Leo, moinsen. Wir drücken Nils die Daumen, wir drücken Moritz die Daumen, wir drücken, wer fährt noch alles mit? McCormack auf jeden Fall, dadurch, dass er in ACC oder dass wir in ACC auch regelmäßig mit ihm zu tun haben, so. Sagen wir, drücken ihm auch die Däumchen, ne, aber im Zweifel, wenn die drei, oder sagen wir mal, wenn McCormack gegen Moritz oder gegen Nils kämpfen würde, dann müssen wir natürlich den deutschen Jungs die Daumen drücken hier. Technik-Legende, moin, was geht?
So, geht's jetzt hier schon in Richtung Quali? Sind die schon im Quali oder was machen sie jetzt hier? That can mean that maybe it's right or it's wrong or it doesn't matter, but the thing is the fact that they can just kind of get in and they can Team Redline ist da, wo Verstappen auch fährt, ja, genau. Almost make it easier to predict what's coming up next for the car. And that's fantastic. It shows where Rennsport really is and the market it's going for. Irgendwas Spannendes passiert. Ja, wir haben schon 2 geile Rennen gesehen jetzt hier. Die beiden Halbfinals und jetzt gleich gehen wir ins Finale. Nils ist noch drin, ja. Nils ist im Finale. We did discuss obviously the effects of slipstreaming. You know, any slipstream in this game, have they removed it out of have they removed it at all? Have they upped it? Yeah, so slipstream absolutely does exist. I'm going to go and see if I can find the exact number that I was given to make sure that we can really correct one. Ist denn jetzt los mit meinem? Kennt ihr das, wenn slipstream dieses? Exists. It is a part of Rennsport, as you would expect. So, but it's been Moment. upped by 5% since we were racing in Katowice. So that was the same as what it was back in the Nürburgring. Sieht aber ganz geil aus, ne? Into the realms of what you would actually expect from the GT. Da würde ich mich aussehen, du. For a few times broadcast. So it is well in effect. It is strong. Da würde ich mich aussehen. Last time we went racing in Spa, nice line from Werde there, and I think you Wahrscheinlich nur 300 Euro. Within about a second to 7/10 for it to take that full effect and for you to be dragged. You can see it especially. Rennsport heißt dieses Spiel, Leo. Das ist noch nicht erhältlich für uns alle. Also ich kann es halt schon fahren, diese Version, die Jungs hier gerade fahren, aber halt auch nur, weil ich Content Creator bin in dem Bereich. Aber für die breite Öffentlichkeit ist das noch nicht erhältlich, wird aber sich in den nächsten Wochen irgendwann ändern. Da gibt es eine Beta und da kann es jeder fahren und mal ausprobieren. 25 Euro? Echt so günstig? Also günstig. Günstig. Wenn es mit einer 4090 vergleichst, ist das günstig. Simrace Shop kann ich euch sagen vom Kundenservice, also alle, die glaube ich beim Simrace Shop schon mal was bestellt haben oder generell der Densu, ich habe ja auch persönlichen Kontakt zu dem Densu, das ist der Inhaber von dem Shop. Absolut netter Mensch und auch sehr zuverlässig und kann ich absolut empfehlen. Also Simrace Shop wäre meine erste Quelle, wenn es um Simracing Equipment geht, auf jeden Fall. Zählt das als Sponsoring, wenn ich dir den schicke? Ach so, da müssen wir mal drüber reden. Ich brauche andere Autos, Antonio. Ich bin immer noch autolos hier. Geht's jetzt hier auf die Quali-Runde? Ja, Leute, wir gehen aufs Qualifying. Wir gehen ins Qualifying. Nils macht den Start. Nils ist der Erste. Let's go. Lasst mal dem Nils hier ein bisschen Downforce da. I've committed to Niox and Luca. But it's a BMW. but I've still gone with one rather than just going with a BMW is going to win. So I've narrowed it down. I've narrowed it down to the BMW MT. 14.4 muss er schon fahren. Ich glaube auch, dass er eine 14.4 fahren wird. Also wenn es einer fährt, dann ist es der Nils. Vielleicht haut er ja auch hier einen raus, weil Finale denkt er sich so, ach komm, ich hab da noch was. Ich hab da noch was für euch. So eine 14.3 oder sowas. Was der Luke Bennett kann, das kann ich auch. Slower ones in a straight line, it'll make up most of its time here. Yeah, absolutely right indeed. Heading down towards Puon now, of course, we're going to be waiting and seeing. Incidentally, Nils Niox, the fastest man in practice as well, a 2:14.455 to beat. Of course, that has been generally the time. Aber Nils ist halt so, der hat halt so viel Erfahrung, ne? Das ist halt sein großer Vorteil. Also ich glaube, die jungen Fahrer, die sind da noch nicht so abgebrüht und so konstant. Also dass die zum Beispiel mal hier und da schneller mal einen Fehler machen, schneller mal eine Runde verkacken als Nils. Also habe ich Nils schon mal jemals eine Runde verkacken sehen? So, dass man sagt, ey, Nils hat mal irgendwo eine Kurve komplett verkackt, hat mal 3 Zehntel liegen lassen.
Das ist halt... Ich glaube, von 100 Runden kann er dir 95 Mal eine 14.4 oder eine 14.5 hinlegen. Würde ich jetzt so vom Gefühl sagen. Nyox up towards the final complex then. Can he make his way into the 2-minute 13s? Slams over the curb on the first part, moves it just past the curb on the second. Komm As he jetzt! heads his way towards the line, is he happy or is he still pretty, average about it? I think he should be 14.459. Ich habe euch gesagt, Leute, das ist das Uhrwerk. Es ist das Uhrwerk. Und jetzt kommt Oliveira. Und der ist, glaube ich, auch nicht langsam. 14.505. Ist schon mal eine halbe Zehntel hinter Nils. Ja, sehr, sehr stark von Nils. Jetzt kommt Chinjik. Das sind auch... die Audi-Jungs hier von RAG, die sind auch richtig gut unterwegs. Aber es ist... Oh mein Gott, eine 16.5. Chinjik hat es komplett gebinnt, Leute. Er hat es verkackt. Moritz! Push! Bei Moritz siehst du auch nie, ob irgendwas gut oder schlecht läuft. Moritz ist einfach... 14.523. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Yuri Toman, eigentlich auch mal ein Kandidat für die vorderen Plätze. Für die 14.376. Oh mein Gott. Yuri Toman ist einfach die Legende. Jetzt kommt der Porsche, da bin ich mal gespannt. Haut der jetzt auch nochmal einen raus hier im Finale? Nee, er ist nicht glücklich. Er ist nicht glücklich, Leute. 14.6. Okay. Junge. Aber Nils trotzdem, immer noch. Boah, Nils gegen Yuri Toman wird auch wild, ne? Flug kommt jetzt. Der war vorhin auch nicht so schlecht unterwegs. 14.513 vor Moritz. Ganz knapp eine Hundertstel vor Moritz. McCormack. Boah, McCormack, das könnte gut werden. What? Hä? Wo kommt die denn jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Wo kommt der her? Alter. Aus dem Nichts. Aber es kommen noch 3 Redline BMW, Leute. Es kommen 3 Redline BMW. Genau jetzt. 3 Redline BMW Bonito. Nur auf 4. Eine Tausendstel hinter Nils. Boah, jetzt kommt Luke. Jetzt kommt Luke Bennett. Der ist vorhin auch eine 3 gefahren. Schafft er es jetzt auch eine 3 zu fahren? Nein! Eine 14.545. Im Finale hat er es nicht hingekriegt. Es sind die 2 Zähne, die ihm gefehlt haben. Und genau die. Jetzt kommt auch noch Siggy. P3 vor Nils. Ganz knapp 9000stel vor Nils. Sehr, sehr stark von Kevin Siggy. Oh mein Gott, Leute, was? Ey, wir haben gerade davon geredet, dass der AMG hier potenziell das langsamste Auto ist, eventuell. Und jetzt steht ein AMG auf Pole. Gefolgt von einem Audi und danach ein BMW. Wir haben 3 verschiedene Autos auf den ersten 3 Plätzen. Was soll ich euch sagen? Und Nils auf 4. Sehr, sehr stark. Und der ist nur eine Zehnte hinter McCormack. Also McCormack hat ja sowas von rausgehauen. So ein geisteskrank starker Fahrer, ne? Guckt euch die Abstände an. Guckt euch mal bitte an, von P1 bis P10 sind das 0,185 Sekunden. Das ist noch nicht mal 2 Zehntel. Das ist ein Furz, ist das. Ey, das wär absolut insane, wenn AMG das hier gewinnt. Ne? Also, da hätte auch niemals drauf wetten können. Ich dachte wirklich, BMW ist zu dominant. Aber dieses Quali hat schon wieder alles auf den Kopf gestellt jetzt hier. Ja, das McCormack. Es ist aber auch immer die Frage, wo fährst du gerade, mit welchem Auto, welche Kombination und so, ne? Weil sagen wir mal, du sitzt jetzt im Auto, was potenziell halt 1-2 Zehntel langsamer ist, dann kann McCormack daran auch nichts ändern, meistens.
So, ne, weil halt die Leistungsdichte so gering ist, dass dann so einer von Redline zum Beispiel im BMW einfach stärker unterwegs ist durch das Auto, nicht durch die fahrerische Leistung an sich, sondern weil das Auto einfach ein Ticken besser ist. Aber kann auch sein, dass McCormick einfach jetzt die perfekte Runde rausgehauen hat und deswegen er wird wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet haben, dass er jetzt hier auf Pole steht. Also so, wie seine Reaktion war zumindest. Again, when you put laps like that onto the board, it just shows how impressive he is. And hey, maybe the BOP's pretty Wir werden sehen, Leute, es geht jetzt gleich los. Racing qualifying, two very, very different things. But when you see Oh, Sven ist auch da, was geht? So well in the Mercedes car itself, Lewis, if you're the Mercedes AMG team, who also meine Stimme, ich dürfte kein Kommentator werden, Leute. Ich dürfte kein Kommentator werden, wenn meine Stimme jetzt schon anfängt zu strugglen. Yeah, I mean, to be fair, there are other teams that can be like that. Porsche Commander as well, and yet there is a Porsche in this, of course, in the hands of FaZe clan, who Lassell Zildrim made his way through, but no Porsche Commander in this, and it's same year when they had 3 of the heroic cars making their progress. Ja, genau, der Kollege vom Live-Event da, ja, also bis ich so klinge, da muss schon ein bisschen was passieren. Grid like this, that is just sometimes how it goes. You just have to sit at it, look at the positives and think, hey, look, the car we're in is. Ich wollte gerade sagen, Antonio, dann aber der richtige Porsche. Wenn er gewinnt. Aber auch die Chancen stehen, glaube ich, heute relativ gering. Pro Series ist dann jetzt donnerstags? Ehrlich? Krass. Wegen SRO oder was? Okay, Leute, es geht los. Finale. Let's go! McCormick, sehr guter Start. Schlechter Start vom Audi. Schlechter Start von Audi. Oh, Nils wird direkt weggedived, glaube ich. Boah, McCormick hat den Gigastart erwischt, ne? Ja, ist alles so geblieben. P4 für... Ne, Nils ist auf P5, glaube ich, zurück, oder? Ja, Nils ist auf P5. Oh, AMG wird angegriffen, Leute. AMG wird angegriffen. Siggy hat Bock. Siggy hat Bock. Oh mein Gott. Blissful start there from Dara McCormack, exactly what he needed, a little shake of the wheel to try and maintain the grip as they now enter Rivage, but you can see now Kevin Siggy, ever relentless. Boah, der hat halt so Bock, der Siggy, ne? Der hat halt so Bock. Through this next sector now, deep dive in towards Jackie X Corner, McCormack holding his own. Jackie X Corner, stimmt, so hieß er. Yuri Toman, who lost that front row spot at the helm of Kevin Siggy, who got the launch of his life, heading out of La Source, heading through towards Eau Rouge and Radion, but no one can usurp Dara McCormack. Could this be a huge result here for Williams? But we've still got plenty of laps to go. Side by side between Bennett and Lerner in the background. Bennett down the inside, coming through Fania. He's got the Bennett gegen Löhner um die letzten beiden Plätze, ne? Müsst ihr euch mal reinziehen. Bennett und Löhner. Von den Namen her denkst du, das wären hier die würden um Sieg kämpfen. Die sind gerade Letzter in diesem Split. Es ist halt... Der letzte Platz ist immer noch... Das sind immer noch so krasse Namen. Das ist eigentlich gar nicht... Die haben es eigentlich gar nicht verdient, da hinten zu sein, so. Oder beziehungsweise... Ne? Oh mein Gott. Blanchiment zu zweit. Jetzt wieder nicht verbremsen, bitte. Danke. Aber der Audi hat Bock. Audi hat Bock. Junge, wie hat er den... Hä? Durch Bassstopp durch hat er den. Und jetzt ist er in hier für Turn 1.
securing off Sorensen. They rip the paint off each other's cars as they exit out of turn 1 here on lap 2. Still side by side now. Oh mein Gott, Leute, ist das geisteskrank, Alter. Oh, Nils ist an... Ne, Nils hat eine Position verloren an Oliveira, okay. Ja, Nils will jetzt Oliveira wieder snacken. Oliveira with the inside lining into Lake Com, but it's the straight line speed advantage from Niox, the German, making his way through and up into sixth position. Look at that though, that's Ozilderim who's gone straight on at Lake Com, and that's going to be a massive send, and he is going to be dropping right the way down the order. Wo war der Send? Ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Ist da irgendwas mit dem... Ich habe nichts gesehen, Mann. Mabix. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ist halt gerade wirklich so intens, ne? Im Hintergrund, ja, ich hab's nicht wahrgenommen. Ich habe woanders gerade hingeguckt. Okay, McCormack nach 2 Runden. Halbe Sekunde vor Siggy. Toman dahinter, Bonito dahinter. Krass. Ich hätte gesagt, die Redline-Jungs, die machen das hier. Nils auf 5. Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen Kontakt irgendwie mit dem Oliveira zusammen. Deswegen hat der Oliveira den Nils gerade wieder durchgelassen. Aber Nils auf 5. Mal gucken, ob er da noch an die Redline-Jungs rankommt. Ozilderim, who's questionably in 9th position at the moment. He clearly went straight over at Lake Com and then rejoined it and hangs on to the position, but whether he's rejoined in the same position he went off again, race control will look at that ad nauseum as Jamie Fluke will hang on to 8th position for now. McCormack across the line, 2 laps leading in this final. He's been into the final for 3 consecutive races now. But the previous 2 he's finished 12th and 11th, looking to try and change. Toman ist jetzt sehr nah dran an Siggy. Guck mal, der ist sehr nah dran jetzt. Mal gucken, ob er jetzt im Windschatten rankommt. Aber Siggy hat natürlich auch Windschatten von dem AMG vorne, von McCormack. Der Netcode scheint richtig gut zu sein, ja. Guck mal, jetzt ist, jetzt kommt die Attacke eventuell. Nee, er will noch nicht. Vielleicht wartet er noch, dass die Lücke halt nach vorne nicht zu weit aufgeht. Also die ersten 3, die sind sich jetzt gerade einig, aber ich glaube, die warten halt einfach nur ab, dass halt vielleicht eine kleine Lücke rausfahren können nach hinten und dann zum Schluss, letzte Runde, gibt es vielleicht die Dives aus der Hölle, Leute. Das könnte so sein. What do you think the average heart rate is in this group right now? They're all joking in that Team Redline video that Kevin Siggy, his heart rate barely goes up, and same with Revo. The heart rates don't really go up, but I mean, realistically, this group, you've got to be averaging surely, 130, 140, maybe even higher, maybe even closer to like the 170s. And you think that's full on like cardiovascular exercise. That is full on. You're really going for it. But that is all coming not from what you're doing behind the wheel. That's all coming from what you're doing in your mind. How much focus you're applying on this. It is a completely different. Ich finde auch präsentationstechnisch sieht das schon sehr, sehr nice aus und die können da halt auch mega noch was draus machen, ne? Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man da geile Kameraperspektiven mit einbauen kann und dass so die Atmosphäre stimmt. Vor allem, es macht auch einfach Spaß zuzugucken, ne? Es gibt halt, ich meine, das ist jetzt mit der ESL zusammen und das Ding ist einfach, die können das. Die wissen von vorne bis hinten, also die haben geile Kommentatoren, die das gut rüberbringen, die haben ein geiles Broadcasting so an sich, ne? Also da steckt halt viel hinter. So, das ist, bei ACC gibt es sowas ja in der Form, also, ne? Auf dieser ganz professionellen Schiene gibt es das ja in ACC gar nicht. So, da ist ESL halt der Next Level Shit, so, ne? Deswegen, es macht schon alles einen ziemlich geilen Eindruck von der Präsentation her, aber wie es dann langfristig alles wird, müssen wir mal schauen. So, jetzt kommt Audi. Audi hat Bock.
Yeah, he's going to go for a move here, surely is Toman. He can't wait behind Siggy for too much longer. He's got to the outside going into Lenkräder. Siggy's looking backwards rather than forwards because Toman's on the attack. He's trying to get around the outside into Lenkräder and does not do so. McCormack's going to hang on for the Mercedes Williams Esports team. Then Siggy, then Toman, then Benito. 1.3 seconds. Kann sein, dass das Zuschauen mehr Spaß macht als das Fahren. Das kann sein, klar. Aber ich sag mal, dann ist es ja auch trotzdem was Geiles, wenn man sich das gerne reinzieht. The only winner on the grid in an ESL R1 round is Bennett, who's in 11th. Here's Jamie Fluke trying to get past. Also ist ja, man muss ja nicht immer, ne, also es gibt ja auch viele Leute gucken ja auch Formel 1 und die wenigsten können Formel 1 fahren. Ne? Es ist halt einfach eine geile Unterhaltung dann auch am Ende des Tages. Look at that speed in that BMW against the Audi R8 as they now will their way through this next stride. There you can see them nose to tail, the ART car. Ja, der ist macht einen richtig guten Job da vorne. Ja. The winner of the final at the Nürburgring, not to mention a winner in our previous semi-final here tonight as well. Relentlessly trying to march his way through the field. At the end of the day, folks, every position matters. It could be the difference between Das ist nicht die Finalversion, nein, das ist noch eine sehr frühe Version, aber macht trotzdem schon einen guten Eindruck. Ich habe auch ein Video dazu gemacht zu Rennsport und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Toman ist halt jede Runde sehr nah dran an Siggy, ne? Aber McCormack kann ungefähr diese 4 Fünfzehntel kann er halten, immer aus Kurve 1 raus, und das braucht er auch wahrscheinlich, um safe zu sein im Windschatten. Also beziehungsweise, dass die anderen halt im Windschatten nicht vorbeikommen. Is Kevin Siggy. He looks like he's the one that's feeling it at the moment. Could that be down to that straight line speed issue that we were hearing about from the Team Redline squad and the BMWs? Yeah, could well be. Yuri Toman, though, once again looking all the more proactive there in behind Kevin Siggy. He's going to get a lovely launch, and just look at that speed in that Audi as they head up through now towards the next chicane. Obviously heading through towards Lenkräder. It is Darren McCormack who holds on to the advantage. Still Leute, ich kann euch nur sagen, die letzte Runde wird gleich wahrscheinlich richtig schön richtig schön. Die sind alle noch sehr eng beieinander und mal gucken, was da so bei rauskommt. Mal gucken, wie welches Drama hier geschrieben wird. Oder, also ich würde es McCormack natürlich mega gönnen jetzt. Ne? Also wenn er da hier P1 holt, wäre das ja Giga. Also das wäre auf jeden Fall auch wieder sehr respektabel. Nils kommt auch so langsam an Bonito ran, ne? Eine Sekunde circa dahinter. Aber Nils hat halt keinen Windschatten. Das ist, da verliert er natürlich dann immer ein bisschen Zeit wieder. Toman had that was getting him involved with the mix-up, was getting him firing on, and it was because he was looking after his tires. I think you might be absolutely so, es geht jetzt gleich in die vorletzte Runde. Yeah, very patient, almost like a boxer. Wear your opponent out. Nee, bei dem Turnier fahre ich nicht mit. Go full attack towards the end. There you can see Kevin Siggy in the bottom left of your screen. And looking to try and fend off the approaches of Yuri Toman, but not only that, potentially be on the cusp of winning his very first final. And if it carries on the way it's going, der Audi ist sowas von dran, Leute. Er ist dran. That is for sure. Contact there and a little adjustment there from Kevin Siggy. Oh, das könnte jetzt rennentscheidend gewesen sein für McCormack. Der ist jetzt 18. weg. Jetzt geht's ab, Leute. It's now kicking off here at Spa-Francorchamps as now the RAG Audi LMS R8 powers through into second place. Yuri Toman now at the, well, certainly at the height of his might here in P2. Oh mein Gott. Kevin Siggy coming back fighting as they go over the crest here at Eau Rouge and Radion. That was nearly an almighty crash between Yuri Toman and Kevin Siggy. Of course, a couple of aber McCormack eine Sekunde weg jetzt, also jetzt kommt die Dive, Leute, jetzt kommt die Dive von Siggy. Particularly pleased watch Siggy go for a send here. He's going to be absolutely fuming, and I know an angry Kevin Siggy when I see one. He will not leave anything left on this table. Team Redline at the moment trying to work their way at least one car up the order. Siggy, Benito at the moment staring at the back of Yuri Toman. Siggy hat wieder richtig Bock. Siggy hat wieder richtig Bock, Alter. He is angry at the
the Czech Oh driver my has God. made his way through, angry at the fact that, of course, there's not long left to go in this race. Confirmation of a penalty towards Und Nils ist auch gleich dran. Let's go. Redline gegen BS Competition, gegen Redline und alles auf einem Fleck hier. Und McCormack denkt sich da vorne, ich danke dir, Juri. Juri, der nächste Döner geht auf mich. Yeah, so there you go. Justice being handed out certainly by the race director, but look at this. Yuri Toman has got a lot of work to do. If he wants to win this race, needs to close the gap on Dara McCormack. Looks like he is putting the work in on that now as well. Of course, it hasn't been the easiest season for the Mercedes drivers because, of course, Spa certainly showed that it favoured the likes of the Audis and not to mention the BMWs, but nevertheless, McCormack has put in a sterling defence here and he's on the penultimate lap, but he's leading Kevin Siggy with a major mistake. Is his head getting away from him here, Lewis? Alter, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ist er da draußen an dem Curb irgendwie hängen geblieben oder so? Also er hat jetzt nicht... Er hat ein bisschen Zeit verloren, aber jetzt nicht so mega viel. Irgendwie sah es komisch aus. Ja, das Problem für Nils ist jetzt, wenn er nicht attackiert, wird er attackiert wahrscheinlich von dem Audi hinter sich. Letzte Runde für McCormack, 7 Zehntel. Toman gibt noch mal alles, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät sein. Also der Zweikampf hat halt zu lange gedauert oder zu viel Zeit gekostet. Ja, hier geht es um ein bisschen Geld, ja, so ein bisschen. Boah, der Toman ist aber auch einfach ultra strong hier auf der Strecke, muss man sagen, ne? Im Audi. Ja, die halten zusammen, die Redline-Jungs. Due to forcing another driver off the track, so Lasse Sorensen getting reprimanded by the race director as well. That was hard to read. Yes, slow down penalty. A 5 second slow down. Yes, so he'll have to do that one immediately. He has actually done it already. He's dropped down to 12th position and last on the road. His Lasse. Hat er nur 5 Zehntel, ne? McCormack nur noch 5 Zehntel, Leute. Wenn der Audi in der letzten Passage nur noch 3-4 Zehntel dran ist, dann könnte es nochmal eng werden. Ansonsten müsste es eigentlich durch sein für McCormack. Aber Toman ist einfach, guck mal, wie schnell der ist, Mann. Er ist ja... It seems to me Yuri Toman is reeling him in moment by moment. Do not go away, folks. This could all end at the bus stop chicane as they now head out of campus. They have got Corbet Paul Frere coming up next. Na, halbe Sekunde ist zu viel. Halbe Sekunde ist eigentlich zu viel. Er wird gleich so auf 4 Zehntel ungefähr ran sein. Kurz vor Bus-Stop. Aber das wird nicht reichen. Boah, eine Runde länger und McCormack. Das wird nochmal eng geworden. Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. GG. taking victory on the return to Spa. The Irishman did it in qualifying with a record-breaking lap, and he's committed throughout the Richtig race. geil. 7 of the best as he takes top honors here Ja, in ESL. was soll ich sagen? McCormack einfach Legende. Dara McCormack for Williams. You can't write it. One of the best drivers in sim racing, showing exactly what he's all about. Amazing. Absolutely amazing. What a lap. And it all came down to Sehr stark. qualifying. He just Genau, kann man nicht sagen. in the race. Das ist schon wild. Ne? Aber guck mal, wir haben mittlerweile, wir haben BMW als Gesamtsieger gehabt, wir haben Audi als Gesamtsieger gehabt, wir haben AMG als Gesamtsieger gehabt. Haben wir auch schon Porsche als Gesamtsieger gehabt? Ich glaube, hatten wir auch einen Porsche? Ich glaube, auf Hockenheim hatten wir einen Porsche, oder nicht? Rogers hat, glaube ich, auf Hockenheim gewonnen. Wir hatten alle 4 Autos, haben schon mal ein Finale gewonnen. Alle 4 Autos haben schon mal ein Finale gewonnen. Und das ist, ja, das ist ja ein Zeichen, dass es grundsätzlich schon mal sehr
sehr, sehr gut gebalanced ist. Ja, ist krass. Guck mal, Luke Bennett, letzte Woche, vor 2 Wochen oder wann das war, hat er noch Hockenheim gewonnen. Und jetzt hier ist er im Finale quasi 11. oder so geworden oder 12. oder so. Also, es ist so umkämpft und so eng. Das ist wahrscheinlich das Competitivste, was wir eigentlich bisher so gesehen haben im Simracing. Es ist krank, ja. Gio, das war Finale. Richtig, du bist ein bisschen spät dran. Du bist die ganze Zeit im Discord und ich war heute schon 3 Stunden drin und du warst nicht da. Junge, was ist da los? Ja, McCormack kann anscheinend alles fahren und ist überall auch schnell. Und davon nicht wenig. Richtig krank, ne? Musste Geschäfte erledigen, ja. Boah, hier, Leute, hier war das nochmal. Ja, da war fast das Auto irgendwie außen verloren. Über den Körper. Absolutely fantastic. Yeah, brilliant, Lewis. It has to be said. I mean, credit to him. Mega, Leute. Was soll ich euch sagen? Also macht auch immer wieder mega Spaß, muss ich sagen, zuzugucken und so mitzufiebern. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ja auch schon mal immer ein gutes Zeichen und ich glaube, das machen wir weiter so. Das war jetzt heute der 4. Lauf. Ja, wie viele Lauf waren das? 1., 2., 3., 4.? Ich glaube der 4. Ah, komm, gucken wir uns nochmal im Interview an. Feeling ecstatic. First, oder nicht? Mercedes win, I think, overall in any of the races, and it was in a final, so yeah, I'm over the moon. Kaiser. Well, I mean, Dara, it was a scintillating effort, obviously. I mean, it's the first time we've seen a Mercedes win a final as well. So you write your name into the record books, also becoming the first Williams esports driver to claim a final win as well. I tell you what, you've broken many records this championship already so far. Yeah, I mean, what a lap. The quali lap was one of the best laps I've done, even in practice. So, yeah, I mean, I was absolutely over the moon. I didn't want to choke like I did in Nürburgring, so I just kind of brought the lap home in the last sector. I mean, it wasn't just your best lap time, it was anybody's best lap time that we've seen thus far on Spa. So you are the record-breaking champ, as it were. But I got to ask you, what did preparations look like heading into Spa this time around for you? Because obviously, last time, I believe you finished in 7th place over in the quarterfinals. To go from 7th place in quarterfinals to now finishing in 1st position, that's incredible. What did prep look like? Prep was a lot of quali laps because I think quali is definitely the most important in this series. I just focused on trying to get a consistent sector 1 and 2 and then just bringing home the lap constantly. So that's what I practiced and it paid off in the final. So yeah, I mean, to go from P7 in the quarters, as you say, to winning a final on the same track is absolutely crazy. And 2 final appearances leading up to this moment, making your 3rd final appearance, becoming a win as well, Dara. It's looking good for Munich. You feeling confident? Yeah, I can't wait for Munich. It's going to be crazy. Amazing. We're looking forward to seeing yourself and the team hopefully perform exceptionally well. I'm going to let you go and celebrate with the rest of your teammates, but George, I'm not going to let you go just yet. That race was truly incredible, ja, geisteskrank, George. Geisteskrank. How did your prediction... Hast du gerade nochmal gehört, der Kollege McCormack hat sich auch also sehr viel auf Quali konzentriert, weil es halt einfach super wichtig ist. Ne? Hat ja Nils letztes Mal auch gesagt. Es ist das A und O, gutes Quali zu haben und danach spulst du deine Runden ab und es bringt dir halt nichts, wenn die Rennpace da ist, aber du die Runde nicht zusammenkriegst, die eine Runde im Quali, dann wird das nichts. Genau, Sven, deswegen habe ich schnell auf Vollbild gemacht. Raus! So sieht's aus, Leute. Ey, ich würde sagen, wir haben fertig, wir haben Ende für heute. Und was steht denn, warte mal, was steht denn die Woche noch an? Die Frage ist, was machen wir jetzt die Woche noch, ne? Wir haben ja LFM-Pause.
Bedeutet, wir müssen, also wir haben kein Pro Series, wir haben keinen Daily Races, wir haben Nickes. Müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir machen. Vielleicht machen wir irgendwie so einen Off-Season-Tag mal hier in LFM oder so, mal eine Runde fahren, einfach ein bisschen Quatsch machen, ein bisschen Spaß, ne? Just for fun mäßig, ein bisschen Multiclass oder so, was wir da düsen können. Schauen wir mal. Irgendwie so. Machen wir das. Community-Rennen können wir auch mal drüber nachdenken, dass wir da mal wieder einen Tag jetzt uns aussuchen in der Woche. Also jetzt in dieser Woche, dass wir da mal gucken. Ja. Irgendwie so machen wir das. Und den Rest mache ich spontan. Also ich sag euch auf jeden Fall Bescheid im Discord oder bei Insta oder sonst wo. Könnt ihr ja, wisst ihr ja Bescheid, Leute. Wisst ihr ja Bescheid. Wenn das Update kommt, ja, müssen wir mal gucken. Das Update, ich weiß auch noch nicht, ob es am 19. kommt, so wie die Autos, oder ob es früher kommt. Keine Ahnung. We will see. Oder einfach eine COD-Woche, genau. Aber danach habe ich so graue Haare wie Nils immer. Leute, dann machen wir Feierabend für heute. Meine Maus lebt auch noch. Das ist der Vorteil, wenn du selber nicht fährst, dann fällt ja auch nichts vom Rig runter. Dann sage ich euch oder wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Stream, Leute. Macht's gut. Danke fürs dabei sein und tschüss. Ja, FIFA tun die auf jeden Fall nicht. Nee, dann hab ich gar keine Haare mehr. Tschüssi.